You don't know what goes on behind these eyes. You don't know the loneliness hidden inside. You don't know I wanna eat you up alive. Come and get to know me, my type of wild. I'm the kind that spins you and hangs you dry. Well, I'm already on to another side. If you gave me your whole life, I would still have room for more. Cause I've got that appetite. Baby, I never feel whole. You might get me through the night, but it will never be enough. It will never be enough. Cause I'm a black girl for your love. Cause I'm a black girl for your love. It's true, no, no, no. Everything they say about me, I'll suck you, no, 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 to my center of gravity. Cause it's true, no, no, no. Everything they say about me, I'll love you like a supernova, burned into you like a shooting star. Always craving for you to come to me. Though this way of life, no, it ain't healthy, but ain't no other way, it's just what I need. I want all your soul, I want your body. I'm the type that licks her play clean. Don't wanna let go, wanna you can eat. If you gave me your whole life, I would still have room for more. Cause I've got that appetite. Baby, I never feel whole. You might get me through the night, but it will never be enough. It will never be enough. Cause I'm a black girl for your love. It's true, no, no, no. Everything they say about me, I'll love you like a supernova, burned into you like a shooting star. If you give me your whole life, I would still have room for more. Cause I've got that appetite. Baby, I never feel whole. You might get me through the night. Gleich geht's los, Leute. So, da sind wir. Oh, mein Bild ist ja völlig falsch. Wo will ich denn hin? Hier. Gucken wir mal, ob das gleich passt beim Spiel. Wir spielen heute hier Marble on Stream. Habe ich Mods? Ja, ich habe ein paar. Allerdings nicht auf YouTube, sondern auf Twitch. Da ihr aber gerade mega abgeht auf YouTube, werde ich ein paar Mal häufiger auf YouTube streamen. Habe jetzt auch geguckt, wie kriege ich dieses Twitch-eigene Spiel denn auf YouTube gestreamt und habe es jetzt hinbekommen. Deswegen können wir das jetzt heute hier streamen. Normalerweise bin ich ja mal auf Twitch unterwegs, aber viele von meinen Followern haben keinen Twitch-Account und dann ist es blöd für sie, wenn ich dann Marble on Stream spiele und sie nicht in den Chat schreiben können, weil sie keinen eigenen Account haben und dann nicht mitmachen können. Deswegen heute auf YouTube, da kann jeder mitmachen. Ich erkläre euch einmal so die Regeln, ist mega einfach. Ihr schreibt einfach nur euren Namen in den Chat rein, wenn ihr mitmachen wollt. Und dann seid ihr dabei, dann habt ihr so eine kleine Murmel. Dann machen wir Murmelrennen und dann läuft der Lachs, ne? So, gehen wir mal hier auf Race, Grand Prix. Fangen wir mal mit 2 Rennen an, damit ihr mal seht, wie das Ganze funktioniert. Also ihr schreibt jetzt einmal in den Chat rein, wenn ihr mitmachen wollt. Ansonsten werde ich einfach mal genau die Leute nehmen, die jetzt hier schon ein bisschen drin geschrieben haben. Auf jeden Fall mal, dann gehe ich nämlich hier zack auf Add Names. Ich muss das Ganze manuell machen, weil ich das eben über YouTube streame, ist aber kein Problem.
klicke ich einfach so, ich nenne mich mal NWS, ich nenne mich einfach Blue Blizzard, dann weiß jeder Bescheid. Dann machen wir den nächsten Namen, da haben wir den Chris. Schreibt mal auch Chris Stone rein, oder? Ist cooler. Und Niki, genau. Niki auf jeden Fall auch. So, JB, wie sieht's aus? Machen wir auch mit rein, oder? Tomate, ich will auch mitmachen, auf jeden Fall. Seid nicht irritiert, wenn ich das, was ihr in den Chat schreibt, sehe ich sofort in dem Moment, wo ihr es abschickt, aber dann reagiere ich drauf und ihr seht das Bild ungefähr 10 Sekunden verzögert. Deswegen nicht irritiert sein, wenn ihr was in den Chat schreibt und nicht erst 10 Sekunden danach drauf reagiert, dankeschön. Das ist einfach diese Verzögerung von YouTube. Ne? Okay, wir machen mal 2 Rennen zur Probe, damit ihr mal seht, wie das aussieht. Ich habe jetzt mal folgende Namen drin. Ihr seht hier also meinen, Chris, Niki, JB und Tomate. JB hat jetzt zwar nicht geschrieben, dass er mitmachen will, aber das macht nichts, er ist trotzdem da und deswegen mit dabei. Okay, dann gehen wir hier mal auf... Wie viele Leute sind wir? 5? Das muss ich mir mal merken, 5 Leute. Weil ich dem Programm sagen muss, dass 5 Leute mitmachen. So, dann gehen wir hier rein. Ich weiß nicht, wer kennt es denn von euch, Marble on Stream? Das ist einfach ein Online-Murmelrennen, wenn ihr so wollt. Ihr seht jetzt hier euren Namen und ich klicke dann auf Race Start und dann geht das hier los. Jeder von euch hat eine Kugel, man kriegt dann entsprechend Punkte, beziehungsweise am Ende werden mit 2 Rennen eingestellt. Wer dann die besten Platzierungen hat, steht am Ende auf dem Treppchen. Das machen wir einfach immer mal ein paar Mal und quatschen dabei ein bisschen. Haben Spaß. Ich mache uns gleich noch ein bisschen Musik an, weil es doch ein bisschen sehr ruhig gerade hier ist. Weil die Murmeln ja doch sehr still sind, ne? Boing. So, dann darf man hier auch nicht runterfallen, weil sonst ist man ganz schnell raus. Eine Kugel sieht man gar nicht. Nicht von dem blauen Namen davor irritieren lassen. Das ist einfach nur die Bestzeit der Strecke. Fährt er hier aber nicht offiziell mit, ne? Ich kenne es. Sehr gut, Niki. Also, ich lasse euch hier mal kurz mit dem Bild allein. In der Zeit mache ich uns ein bisschen schöne Musik im Hintergrund an, damit ihr da auch was hört. Hört ihr euch eigentlich doppelt? Hört ihr mich zu laut? Oder ist alles gut so, wie es ist? Sagt mal an. So, wir machen hier. Oh, da hatte ich doch gerade schon das Perfekte. So, hier. So, machen wir hier ein bisschen Musik an und dann beginnt der Spaß. Okay, let's go. So, jetzt haben wir hier ein paar Booster. Kriege ich denn das hier auf der linken Seite da weg? Keine Ahnung. Egal. Muss man jetzt mit leben. So, erster wird Tomate. Chris ist leider rausgeflogen. Niki wird zweiter, ich werde dritter. Und JB bekommt den 4. Platz. Wenn er denn ins Ziel kommt. Wo ist JB? Oh, JB. Hängt hier so ein bisschen fest. Das wird nicht gut ausgehen. Da hinten kommt gleich eine unsichtbare Wand. Du siehst da oben den Timer von einer Minute ablaufen. Ja, das ist natürlich bitter, wenn die Kugel da so feststeckt, ne? Fast nichts doppelt. Sehr gut. Wir lassen heute mal die ganzen Klassiker No Copyright Sounds. Musik vielleicht etwas lauter, okay. Mache ich sie bei mir auf dem Ohr ein bisschen leiser. Dann hört ihr es ein bisschen lauter, ich ein bisschen leiser. Sonst fetzt mir hier mit den Kopfhörern die Ohren weg. Ja, ich glaube, für JB wird das nichts mehr, ne? Da hinten seht ihr dieses leicht bläuliche, hier hinten, wo ich gerade mit der Maus bin. Da kommt jetzt diese unsichtbare Wand und die frisst die Kugel gleich auf. Dann ist er raus, hat leider keine Punkte. Aber das Treppchen ist er besitzt. Chris kann in der nächsten Runde seine Punkte holen. Und so spielen wir das jetzt mal zumindest bei die nächste Dreiviertelstunde. Danach kommt mein Video raus. Und zwar fahren wir heute die Formel 1 Strecke in Japan. So, jetzt wird die Kugel aufgefressen hier. Bam. So. Glückwunsch an Tomate. Und dann gehen wir weiter ins nächste Rennen. 2 Rennen haben wir, nachher stelle ich mehr ein. Das sind so mal zur Probe, damit ihr seht, wie es abläuft. Heroes tonight. So, weiter geht's. Zweites Rennen. Let's go. Gucken wir mal hier der ersten Kugel zu. Im Moment ist JB schwer einzuschätzen hier. Hier sind so Hügel, ja. Ihr könnt auch immer oben rechts die Anzeige sehen, ne? Wer gerade vorne ist. Oh nee, das ist diese endlos lange Strecke. Da müssen wir uns mal den Namen merken. Haunted Hills. Dass wir, wenn wir die Strecken einstellen, dass wir die hier nicht haben. Weil die geht irgendwie 4,5 Minuten. Ich bin schon mal überlegen, ob ich die jetzt skippe und wir einen komplett neuen Grand Prix einfach mal anfangen. Von vorne. Aber wie heißt die App? Das ist keine App. Das ist ein Spiel auf Steam. Das ist normalerweise für Streamer auf Twitch ein eigenes Spiel.
Also das funktioniert normalerweise so, dass ich auf Twitch stream und dann schreiben alle in den Chat Ausrufezeichen Play und dann kriegen sie automatisch die Kugeln. Das geht auf YouTube nicht, weil es ein Twitch-Spiel ist, deswegen tippe ich eure Namen gerade manuell ein und simuliere es einfach. Das ist genau das gleiche. Nur dass ich eben die Namen manuell eintrage und eben nicht ihr im Chat. Und das Spiel heißt Marble on Stream, so wie in meinem Titel auf YouTube. In meinem Beschreibungstitel habe ich es drin stehen. Und ja, mal gucken. Ich glaube, dieses Rennen hier wird mir tatsächlich mal skippen, weil das dauert ewig jetzt, bis wir hier hinten bei dem Schloss sind. Oder? Naja, wohl. Wir können es aber laufen lassen. Man darf sich hier nur nicht von diesen Geistern fangen lassen mit der Kugel. Das wird nicht gut ausgehen. So, wir schauen mal. Also Tomate ist hier vorne. Oh, wird hier fast vom Geist geschnappt. Das darf nicht passieren, da ist man nämlich raus, wenn das passiert. Oh, jetzt kommen sie hier. Bleiben alle gut ein bisschen hängen. Ich mache das noch mit so am besten. Und Chris unten sneakt sich hier durch, geht auf Platz 1. Ist jetzt vorne. Richtig gut, Chris. Wir gucken mal, was wir drei da oben so machen. Wir dümpeln da immer noch rum. Passiert gar nichts. Ich mach mal den Sound von dem Spiel hier aus, weil das braucht kein Mensch. So. Wo ist die Cam? Was? Die Cam ist weg? Die Cam ist weg. Danke für den Hinweis. Warum ist die Cam weg? Oh, ich mach das mal, ne? Kurz. Nicht irritiert sein. Kriegen wir alles hin. Nee, krieg es nicht hin. Repariere ich nach dem Rennen, Leute. Oh, Chris wurde vom Geist geschnappt. Nein, Chris, nicht schon wieder. Chris ist raus. Niki ist neuer Führender. Nee, doch. Niki ist Erster. Und Tomate knapp dahinter. JB Dritter. Und ich dümpel da hinten rum. Da geht gar nichts. So, ich lasse euch ja mal weiter zugucken und ich versuche mal in der Zeit hier meine Cam hinzukriegen, ne? Yay. So, gib mir mal eine Sekunde. Warum geht denn das nicht mehr? Oh, ich zieh glaube ich mal die Cam kurz raus. Nicht irritiert sein. Ich muss noch mal hier drunter klettern. So. Hab die Cam jetzt einmal rein und wieder raus gemacht. Schwierig. Aha, wir haben es, Leute. Nein, ich bin wieder weg. Sauerei. Ah, da bin ich. Wir lassen es so. Es funktioniert. Ich muss mal mit dem Greenscreen wieder zurechtrücken. Ihr habt da so einen weißen Rand, das mag ich nicht. So. Oh Gott, ich habe ganz vergessen hier. Wo sind wir denn gerade? Völliges Durcheinander. Niki ist immer noch vorne, Tomate Zweiter. Oh, holt ihr fast auf. Yeah. So, ich muss hier mal im Chat gucken. Er vergrabt mich gleich, ja, echt so, weil hier läuft es gerade nicht so. Scheiße, schon wieder tot. Beim nächsten Grand Prix. Den Grand Prix hat es wahrscheinlich eh nicht mehr gewonnen, dadurch, dass das erste Rennen nicht so erfolgreich war. Lieber beim großen Grand Prix dann, oder? Vor allem ist das hier das lange Rennen. Oh, der Kreis. Hat er Tomate? Er will ihn schnappen. Kriegt ihn nicht? Kriegt er ihn? Er kriegt ihn nicht. Aber er kriegt Niki. Er hat Niki geschnappt. Oh, Niki, das war ein sicherer Sieg, ne? Okay, das ist aber auch nur auf dieser Map hier so. Oh, ich glaube, also Tomate hat gewonnen dadurch. Und ich glaube, den zweiten Platz holt sich JB. Und ich werde Dritter. Oh, Niki, bitte. Was ist noch schlimmer als das, was Chris passiert ist? Das, was Niki passiert ist. Holy. Okay, Leute. Jetzt haben wir neue Leute dazu gekriegt. Gravity ist mit dabei im Chat. Kannst gerne mitmachen, ich trage dich ein. Also Dritter ist insgesamt Tomate geworden. Chris ist Zweiter. JB hat das Ding am Ende gewonnen. Glückwunsch. Was machen wir denn? Sollen wir mal 3 oder 4 Rennen machen? Frag mich man ja echt so, ey. Bitte. Okay, wir machen Grand Prix. Aber wir machen 3 Rennen. So. Dann trage ich noch... Ich glaube, JB ist nicht da gerade, ne?
mache ich ihn mal raus und ersetze ihn durch... Obwohl, wir lassen ihn drin und machen noch Gravitrax Player auf jeden Fall. Und, also erstmal High, ne? Gravitrax Player. Und Gravity habe ich noch gesehen. Mach 5. Wir sind jetzt 7. 7 sind wir jetzt. Noch irgendjemand vergessen, der noch dazu kam? Ich glaube nicht, ne? Genau, Gravitrax Player und Gravity kommen noch dazu. Und dann starten wir. Let's go, Leute. Wo ist eigentlich Jakob? Der wollte doch unbedingt, dass ich Marvel on Stream streame. Genau, Gravitrax. Habe ich Gravitrax Player vergessen? Nee, habe ich nicht. Habe ich nicht. Nee, habe ich nicht. Habe ich was vergessen einzustellen oder warum sind hier keine Murmeln? Wir sehen es in 5 Sekunden, vielleicht muss ich noch mal kurz raus. Warum sind hier keine Murmeln? No Winner, alles klar. Race Menü, so. Warum auch immer waren keine Murmeln dabei, kein Problem. So, random 3 Maps. Das passt alles. Simulate. Custom Name, ja. Yeah. Ich habe doch alles drin gehabt, warum hat das nicht funktioniert? Ah, ich hatte nicht auf Simulate geklickt, glaube ich. Okay. Wenn das alles ist. Okay, jetzt Leute, jetzt sind wir alle im Start. Es geht los. Aber guck mal, wer hier am besten runterkommt. Christo, und ist zwar außen, aber ist am weitesten unten. Aber er muss dann erstmal in die Mitte da. Wir können auch so mit der Kamera uns bewegen. Müssen mal gucken, was besser ist. So, mal mehr im Blick eigentlich, ne? So, Niki hier. Einen guten Start. Jakobs Bestzeit bitte ignorieren. Das ist nur die blaue Beste. Was ist das denn hier für ein... Oh, Leute, hier regnet Feuer runter. Guckt mal hier. Bam. Da bleiben alle hängen. Okay, wir gucken mal. Gravitrax Player und Gravity, die beiden Neuen hier sind vorne. Ich bin hängen geblieben. Nein, ich bin raus, Leute. Gravity ist auch hängen geblieben. Gravitrax Player vorne und Chris. Chris wurde erwischt von einem Stein. Bam, Leute. Hier hagelt Steine. Aber Gravitrax Player geht ja durch wie Butter. Wir gucken ihm mal zu. Schauen, was da hinten passiert. Jo. Voll der lange Weg, ne? Was machen denn die Leute da hinten? Zweiter, dritter JB, vierter Gravity. Bleibt hier, übel langsam, ne? Das war knapp. Niki auf 5. Tomate hängt hier fest im Geröll. Warum rolle ich rückwärts? What the fuck? Kein Wunder, ich letzter bin, wenn ich rückwärts fahre. Gibt's ja gar nicht. Holy. Also ich glaube, Gravitrax Player wird das Ding gewinnen am Ende, oder? Wer wettet dagegen? Holy. Aber was ein Vorsprung, ne? Richtig weit. Aber hier gibt es einen schönen Zweikampf. JB und Christone um den zweiten Platz. Aber Christone bleibt hängen hier im Geröll. Sogar Gravity zieht jetzt vorbei. Auf Podiumskurs und kann sogar an JB vielleicht vorbeiziehen. Mal gucken, aber nee. Die machen Päuschen. Und hier vorne Gravitrax Player richtig solide, ab ins Ziel. Und holt sich den ersten Platz hier. Glückwunsch Gravitrax Player. Erstes Rennen, erster Sieg, läuft. Bartstream, Sima. Was meinst du mit Sima? So, Gravity ist Zweiter. Ui. Oh, Chris kommt. Oh, und der wird abgedrängt. Gravity fällt die Position. Und Christone ist unten durchgegangen. So, Christone, sieht aus, als würdest du den zweiten Platz hier holen, oder was? Was streamst du wieder auf Twitch? Kann ich jederzeit machen. Ich habe mir heute gedacht, dass ich... Oh, da hinten kommt übrigens die Wand. Ich habe mir heute gedacht, dass ich es auf YouTube mache, damit ich euch mal das Spiel zeigen kann und euch animieren kann dazu,
die noch keinen Twitch-Account haben, sich das vielleicht mal einzurichten, damit wir das dann zukünftig auf Twitch spielen können. Aber da ich halt auf YouTube 50% mehr Follower habe und entsprechend auch 50% mehr Zuschauer und es damit ein bisschen besserer Umfang ist, habe ich es hier gemacht. So, Tomate wird Zweiter. Wer wird Dritter? Treppchen, Leute. JB oder Niki? Wird richtig knapp. JB wird Dritter, Niki Vierter, Quizstone war richtig weit vorne, ey. Jetzt wird es ein 5. Platz. Nur, ich bin schon raus, ich wurde gefressen. Oh, und Gravity, das wird richtig knapp da mit dem blauen Strich, aber ich glaube, das schaffst du noch. Oh, gerade so, ne? Noch den 6. Platz sich gesichert. Also auf Twitch, ja, beim nächsten Mal. Das hängt immer ein bisschen vom Spiel ab. Wenn ich meine Sachen, die ab 18 sind, streame, dann mache ich es eigentlich immer. Mache ich es immer auf Twitch. Und so die Murmel, alles was mit Murmeln zu tun hat, eigentlich eher auf YouTube. Boah, so, Leute, geht weiter. Lenny Penny, hi, na? Leute, Lenny Penny hier, unser Viertelfinalist vom Turnier. Nächste Video werden wir vermutlich morgen produzieren. Ich kann es euch noch nicht genau sagen, es ist was dazwischen gekommen, deswegen habe ich euch heute ein Formel 1 Video hochgeladen, damit ihr ein bisschen Content habt. Das 3. Video vom Turnier wird im Laufe dieser Woche kommen. Was ist ab 18? Ich spiele immer Dead by Daylight, falls ihr das Spiel was sagt, und das Spiel ist ab 18. Das ist mein Hauptspiel, da habe ich über 2500 Spielstunden. Das spiele ich all night long und bin da auch richtig gut eigentlich darin. Ist aber ab 18. So. Und da ich das halt gerne streame oder halt auch damit angefangen habe, sag ich mal, als ich mit Streamen angefangen habe, also bin auch jetzt noch winzig, aber als ich halt irgendwie vor einem halben, dreiviertel Jahr angefangen habe, habe ich halt immer Dead by Daylight gespielt. Und das kannst du halt hier auf YouTube nicht machen, weil dann müsste ich es ab 18 schalten, das ist auch blöd für euch. Boah, guck mal, wie geil das hier aussieht mit dem Geröll, ne? Bleibst du hängen, oh, geht durch. JB auch, oh, zertrümmert den Steiner, läuft bei dir. Jo. Street halt kein Marbles, ich stream gerade Marbles. Ich stream doch gerade Marble on Stream. Erstmal hi Jakob. Oder wie sieht das für dich aus, was wir hier streamen? Oh, hier mit einem Schnee stecken bleiben. Gravity ist vorne, Gravitrax Player. Seid ihr beide dazu gekommen, seid ihr immer recht vorne mit dabei, ne? JB Dritter, Quizstone Vierter. Wir gucken mal, wie es dahinter aussieht. Weil diese Anzeige da oben rechts, die ist eigentlich für den Arsch, weil die zeigt dir nur an, wer näher am Ziel ist. Aber wenn man hier im Kreis fährt, dann funktioniert das nicht. Ja, aber nicht auf Twitch, ja, aber macht ja kaum Unterschied. Hier haben wir gerade ein paar mehr Leute und Marvel on Stream macht vor allem mit vielen Leuten Spaß, deswegen heute mal auf YouTube. Auf Twitch sind wir ja meistens vielleicht so 5, 6 Leute und wenn ich mal hier gucke, wir sind gerade 11 Leute hier, what the fuck? Und 7 Leute machen mit, also das ist schon, da macht es auch viel mehr Spaß. Okay. Wir gucken mal, Niki hier ganz abgeschlagen. Chris und JB bleiben da auch richtig stecken und Gravity sieht so aus, als könnte er das Ding nach Hause fahren. Jetzt hier einen guten Vorsprung schon. Gucken mal, was die anderen machen. Gravitax Player da auf Platz 2. Geht das auf YouTube? Ich hab's recherchiert, wie es geht. Aber du siehst doch das Bild gerade hier, oder nicht? Du siehst doch, dass es funktioniert. Meinst du, das ist fake? Aber wie geht das auf YouTube, indem ich die Namen von euch manuell eintrage? Also anstatt dass ihr Ausrufezeichen Play reinschreibt, nehme ich eure Namen. Oh, Quizstone, haut ab, Alter, der ist tot. Schreibe ich euch eure Namen vorher manuell rein und dann geht das genauso. Das ist der Unterschied. Aber wie gesagt, wenn wir dafür 7 Leute hier sind, die mitmachen, geil. Gehe ich gerne in den Kompromiss ein. Aber Gravity als erster durch, die anderen chillen noch ein bisschen da so zwischen Steinen, ne? Gemütlich. Und Gravity denkt sich so, oh, ich habe schon Bock auf den Sieg. Nehme ich jetzt mal mit, nachdem das gerade eben nicht so geklappt hat. Holt sich Gravity ist schon wieder tot. Ja, Chris, ich weiß auch nicht, was für eine masochistische Kugel du da hast, die mal sterben will. Niki wird Zweiter, Glückwunsch. Oh, 3. Platz, Leute, wird richtig knapp. Hui. Komm. Oh, JB macht den... Oh, bleib hängen. Nein, jetzt sind alle vorbei.
Oh Mann, ich bin Fünfter anstatt Dritter. Schade. Okay, Leute, nächstes Rennen. Drittes. Wer wird den Grand Prix hier gewinnen? Oh, alle drin, let's go. Ich finde deine Rennen, die mit Formel 1 und so cool, würde es aber spannender finden, wenn du Sachen wie Spirale, Trampoline einbaust. Die kann man auch öfter verwenden. Da hast du recht, Spirale habe ich am Anfang sehr gerne verwendet. Mittlerweile nutze ich die Höhe, die ich habe, gerne ein bisschen sinnvoller. Also, ich bin ja, genau, ich habe zwei Einschränkungen bei meinen Rennen. Also zwei ich habe mehrere Einschränkungen, aber zwei vor allem. Erstens, nur wiederholbare Teile kann ich einbauen. Und das andere ist die Höhe von meinem Lift. Das heißt, die Strecke kann nur so groß sein, wie mein Lift das hergibt, dass sie halt dann den Parcours durchfährt. Außerdem baue ich ja Formel 1 Strecken nach. Das heißt, das Layout ist eigentlich schon relativ vorgegeben. Das Einzige, was ich dann mache, ist, mir zu überlegen, okay, wo mache ich den Startpunkt, sprich den Lift hin? Und wo baue ich Überholmöglichkeiten ein? Weil für euch wäre es ja total langweilig, wenn es keine gäbe, dann würden die Kugeln nur hinterherfahren. Und die Spirale kostet halt extrem viel Höhe und die nutze ich gerne, um lieber Überholmöglichkeiten einzubauen, damit ihr mehr Spannung habt. Also, und Trampolin, naja, also ich fahre 15 Runden mit den Kugeln. Es sind 4 Kugeln, also fahren sie 60 Mal, würden sie übers Trampolin fahren. 60 Mal. Mindestens einmal davon, sage ich dir, geht schief. Und dann muss ich die Aufnahme von vorne starten, wenn die Kugel rausfliegt. Und da hatte ich persönlich nicht so wirklich die Lust drauf. Ich baue gerne Bahnen, die sehr solide sind. Und das ist der Grund, warum ich das Trampolin nicht nutze. Und das andere habe ich dir gerade, warum ich die Spirale selten einbaue, habe ich dir auch gerade erklärt. Also vielleicht kannst du es nachvollziehen, die Gründe. Ich könnte sie einbauen, aber dann nehme ich euch ein bisschen was von der Spannung weg. Was ist das? Das ist Marvel und Stream-Iffe, genau. Das ist, was Jakob gerade sagt. Da tragen wir eure Namen ein und dann fahren wir hier Online-Murmelrennen gegeneinander. Kannst gerne mitmachen in der nächsten Runde. Alle, die jetzt noch nicht dabei sind, können ja mal ihren Namen mal in den Chat reinschreiben. Die können dann in der nächsten Runde mitmachen. Ich habe jetzt gerade auf dem Schirm Lenny Penny, Jakob, also Trackstrail und Iffe. Ne? Das sind die drei, die neu dazukommen. Stimmt, das Trampolin funktioniert nicht immer, genau. Und ich muss sehr, sehr auf verlässliche Teile setzen. Weil bei 15 Runden mit 4 Kugeln, ins Portal rein, JB, fängt wieder von vorne an. Haha, letzter. Man darf da nicht in das Portal reinfliegen vom Ziel. Sonst muss man wieder von hinten anfangen. Ja, verstehe ich. Sehr cool. Aber ich mag's, wenn ihr solche Sachen kritisiert und mir solche Sachen sagt, weil entweder habe ich für euch ein gutes Argument und ihr versteht dann, warum ich es nicht mache. Super. Oder ich bin selber noch gar nicht drauf gekommen und kann es beim nächsten Mal verbessern. Also so oder so gewinnen wir, wenn ihr mir Sachen schreibt, die ihr verbessern würdet. Also immer gerne her damit. So, Tomate wollte gerade den 3. Platz holen, fällt auch durchs Portal durch. So geht das nicht. So, wir sind mal gespannt hier. Gravity wird 3. Wer macht den 4. Platz? Ich glaube ich nicht, weil ich chill hier mein Leben. Quizstone auch. Was macht JB? Der chillt da oben und Tomate, naja, macht nochmal eine extra Runde. Wir gucken mal vorne. Quizstone, nice. 4. Also egal, was ich mache, ne? Ich bin so schlecht in dem Spiel. Maximal wieder schadenfroh, ich weiß, ich bin ein ziemlich schadenfroher Mensch. Ich würde mich ja auch dafür schämen, aber ich schäme mich nicht dafür. Ich finde es eigentlich eher lustig. Oh, JB, geht durch! Oh, das war knapp. Wow, 6. Nee, 5. sogar. Oh, ich bin letzter, selbst Tomate ist vor mir. Oh Mann, ich glaube, die Wand holt uns gleich ein. Wir haben nur noch oh ja, die Wand holt uns sowas von ein. Und das war's. Da kommst du nicht mehr zurück. Zack, der ist weg und ich fahre jetzt auch rein. Oh, beide raus, keine Punkte. Oh je, oh je. Okay, wir gucken mal, wie es denn jetzt am Ende ausgegangen ist. Wie viel Zeit haben wir noch? 25 Minuten bis zum Video, Leute. Kannst du das Spiel mal erklären? Na klar, erkläre ich dir das. Also, normalerweise spielen wir das auf Twitch, dann schreibt ihr in den Chat Ausrufezeichen Play und dann ist eure Kugel automatisch dabei. Das sind virtuelle Rennen, die wir hier fahren. Es ist komplett Zufall. Es ist genau wie bei meinen Rennen, die ich für euch mache mit den Turnieren. Ich setze die Kugeln rein, die haben einen Namen von euch drüber. Wir können hier nichts beeinflussen. Du kannst die Kugel nicht schneller machen, nicht langsamer machen. Auch wenn ich das gerne mal heimlich behaupte, einfach nur um zu gucken, wer Ausrufezeichen Boost in den Chat schreibt. Und wir quatschen aber auch ein bisschen daneben bei. Aber es geht vor allem darum, hier einfach, jeder hat seine Kugel und wir fahren Rennen und der am Ende vorne ist, der gewinnt das Ding. So.
jetzt haben wir gesagt, kommt dazu auf jeden Fall Trackstray. Oh, so. Trackstray. Dann sagten wir Lenny Penny. Und wir hatten noch Iffe 09. Sagt man das eigentlich so, Iffe? Oder wie willst du das? Nice, bin Zweiter. Ja, easy, ne? Gut gemacht. Habe ich noch jemanden vergessen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. So, jetzt sind wir insgesamt wie viele Namen? Ich muss das einmal manuell zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Leute. Holy. So, 10. Und dann legen wir los. 3 Rennen. Genau, also wir fahren dann einfach hier und der die besten Platzierungen am Ende hat und die besten Zeiten und so, der gewinnt dann am Ende. Es geht um nichts, soll einfach nur Spaß machen, ne? Geht manchmal bei manchen Streamern, ja, es gibt einen Spielmodus, wo man tatsächlich mit Boosters machen kann. Das nennt sich Royal, da muss man eine anderen Kugeln zerstören. Kann man auch mal spielen, aber in dem Modus hier, oh, guck mal, was für ein Getümmel. In dem Modus hier geht's nicht. So, wir gucken hier mal ein bisschen zu. Iffe verabschiedet sich, direkt reingekommen, zack. Kugel raus, ey, was blöd gelaufen, sorry. So, Trackstray und JB hier ganz vorne. Könnt natürlich immer auf eure Kugel gucken. Vorne die blaue Zeit ist nur die Bestzeit, die könnt ihr ignorieren, die spielt hier keine Rolle. Tomate hier vorne läuft, Lenny Penny, Trackstray, Gravitrax Player, alle vorne mit dabei und Tomate fliegt raus. Die Neuen haben keinen Bock hier zu gewinnen, oder was? Muss los, kommen wir wieder zur Premiere. Klasse, 20 Minuten sehen wir uns. Bis gleich. Gravitrax Play nimmt da die Verlängerung. Trackstray ganz vorne. Und Chrisstone, wieder diese masochistische Kugel. Und ich bin auch rausgeflogen. Boah, es sind schon richtig viele Leute raus. 4 Stück. Boah, guck mal, Leute. Am Ende wird nochmal alles durchgewürfelt. Das kann ich euch bei der Strecke hier sagen. Da ist noch nichts entschieden. Es kommt nämlich auf diesen Zylinder da am Ende an. Da muss man hochgeschlagen werden. Aber Gravity jetzt hier erstmal vorne. Oh. Wann kommt ein neues Video? Mein neues Video kommt um 17 Uhr. So, ihr müsst von dem Zylinder möchte man nach oben geschlagen werden. Ja, yeah, genau. Gravity macht's genau richtig. Zack, und dann in diesen riesen Trichter rein. Einmal nach unten. Wir schauen uns das einmal an. Boah, geht hier richtig gut durch. Oh, es wird eine neue Bestzeit, Leute. Gravity geht ja ein bisschen zu früh essen oder was auch immer er gerade gemacht hat. Aber Gravity jedenfalls erster. Und wir dümpeln jetzt hier bei dem Ding rum. Diesem Zylinder, der nach oben schießt. Da muss die Kugel halt drauf sein. Dann, oh ja. Bam! Nach oben. Außer Trackstray alle. Das meinte ich vorhin. Es kommt aufs Ende an. War die ganze Zeit vorne. Und jetzt Lenny Penny. Holt ihr vielleicht den zweiten Platz. Sieht ganz gut aus. Oder JB sogar. JB kommt besser durch. Das wird richtig knapp. Lenny Penny zieht vorbei. Ein bisschen mehr Schwung und kommt auf. Zack. 3. Platz an JB. 4. wird Gravitrax Player. Und Trackstray müssen wir noch kurz warten. Der wird dann 5. werden. Was auch nicht schlecht ist, weil er ist nicht rausgeflogen. Ne? So, Leute, was ist los? Im Chat. Schreibt mal was rein. Halt, habt ihr heute Schule gehabt? Ich nicht. Ja, komm, bis trotzdem 5. Habt ihr wieder Schule alle oder sind gerade Ferien noch? Weil ich habe heute wieder Uni gehabt. Relativ unerwartet, weil ich den Stundenplan heute, also am ersten Tag, bekomme. 12 Leute sind hier, cool. So, machen wir weiter. Schau mal. Zweiter, cool. Ja, gleich mal hier am Anfang, ne? Nicht schlecht. So, hier geht's jetzt. Ui, Lenny Penny. Oh, fliegst du raus? Ja, Chris auch. Chris, Alter. Und Lenny Penny raus. Machen da den Mega-Jump. Ging leider schief. Tomate ist erster. Oh, es sind einige raus. Guck mal, Gravity auch raus. Niki und Tomate voll. Also es tut mir fast ein bisschen leid für Chris. Hatte Homeschooling. Ah, okay, also keiner von euch wohnt in irgendeinem Bundesland, wo man noch in Präsenz hingehen muss oder kann oder so. Da verabschiedet sich der nächste, JB.
Und Trackstray hier, unerwartet Erster. Ist der irgendwie gut runtergefallen? Homeschooling. Ist immer cool, wenn man iPad-Klasse ist. Alle Homeschooling, okay. Wie findet ihr denn das? Habt ihr so dieselbe Stundenanzahl? Ich schätze mal, sowas wie Sport und so fällt ja weg. Also hat man vermutlich insgesamt ein bisschen weniger Stunden als noch vor Corona. Aber ich glaube, es würde mich mal eure Meinung interessieren, ob ihr es anstrengender findet, so 6 Stunden vorm Bildschirm zu sitzen oder in der Klasse zu sitzen. Weil ich kann mir schon vorstellen, was eure Antwort ist. Aber ich würde es mal gerne von euch hören. Weil ich habe ja auch, also ich habe Uni auch von zu Hause aus. Oh, Tomate hier wieder Erster, ne? Bei dir läuft's. Mich irritieren, dass man diese eine Kugel, der vorne rollt, nur die Bestzeit, die existiert quasi gar nicht. Hab am Tag circa 2 bis 3 Stunden nur. Das ist wirklich wenig. In welcher Klasse bist du denn? Weil 2 bis 3 Stunden ist ja easy so. Selbst wenn es voll, du meinst wahrscheinlich volle Stunden, aber 3 volle Stunden sind 4 Schulstunden. Das ist ja nix. Also haben die das reduziert? Welche Fächer fallen denn weg? Also Sport, klar. Was denn noch? Gibt es noch irgendwelche Fächer, die wegfallen? Musik vermutlich. Ich meine, nicht jeder hat eine Gitarre oder ein Keyboard zu Hause. Caritrax-Player, Zweiter. Dritter Platz wird an Niki gehen. Oh nein, bitte kein Schluck auf dem Stream, bitte nicht. Homeschooling ist saugeil, hat bessere Noten als in Präsenz. Und das, obwohl du Präsenz falsch schreibst. Keine Ahnung, wie man das Wort... Ah, okay, du hast direkt hinten dran geschrieben. Präsenz mit am Anfang. Also das erste ersetzt du durch ein Dann ist richtig. Oh Mann. Ey, ich habe noch nichts gerissen hier in diesem Stream, ne? Bei mir fällt nur Sport weg, okay. Ja, ich meine, alles, wo du nichts anfassen musst oder so, kannst du ja von zu Hause aus machen, ne? Aber Musik stelle ich mir auch noch schwer vor. Ich meine, wie will man das machen? Wie will man denn Musikunterricht von zu Hause machen? Also das ist auch noch so ein schweres Fach. Was ich auch kacke finde, so Fächer wie Chemie oder so, die bestehen immer aus 2 Teilen. Diesen langweiligen Theorie-Mist, den man an der Tafel lernen muss und der immer so, und diese geilen Experimente, die man immer mit Klassenkameraden zusammen machen kann. Und die fallen ja leider weg. Also ist dieses Fach Chemie eigentlich auch im Homeschooling doch bestimmt richtig bescheiden. Oder? Würde ich jetzt so einschätzen. Also mir hat immer nur dieser Praxisteil Spaß gemacht, wo man so ein bisschen rumexperimentieren kann. Hat man so Reagenzgläschen, dann mischt du 2 Farben zusammen und plötzlich explodiert das Ganze, oder? Und so raus. Voll geil. Wir haben so eine Schule gehabt, die geile Chemieversuche gemacht hat. Wir haben einen Ballon mit Wasserstoff gefüllt und haben den angezündet und es hat so laut geknallt, dass, wir haben das vor der Schule gemacht, auf dem großen Schulhof. So einen Luftballon angezündet und das hat geknallt, ey. Alle Fenster sind aufgegangen, weil sie gedacht haben, irgendwas ist gerade kaputt gegangen draußen. Die gesamte Schule, alle Fenster aufgeguckt, was haben wir da draußen gerade angestellt. Oh, war das witzig, ne? Unsere Lehrerin war das so unangenehm, dass sie alle angegafft haben, was sie da gerade veranstaltet hat und wir haben es so gefeiert. Unser Musiklehrer hat vor den Ferien mit uns einen Musikfilm geschaut, wo die Leute nur gesungen haben und dann man nur Ton gehört hat, weil die ganze Zeit Standbild war. Ach, du meinst High School Musical? Ja, kenne ich. Den Film kenne ich. So, Iffe ist hier Erster. Nur Tomate ist bisher raus. Ui, hier wird aber durchgewirbelt und wieder zurück mit dir, ey. Back in line. Chris hier. Chris zeigt, wie man es richtig macht. Oh, Niki wird durchgeschüttelt. 3 Leute durch. Oh, Gravity. Läuft bei dir. Puh, bleibt hängen. Oh, das ist aber ein richtig spannendes Rennen. Wer wird hier Erster? Oh, wer wird Erster? Keiner hat Lust. Gravity vielleicht? Nee? Iffe zieht durch. Erster, wenn die anderen nicht wollen, gell? Warum macht man es nicht selbst? JB wird Zweiter, Gravity Dritter. Damit ist das Podium voll. Wir gucken mal, wer die hinteren Plätze belegt. Wer hat denn noch Lust? Quizstone. Oh, Quizstone lebt noch, Leute. Ist noch nicht rausgeflogen. Lenny, Penny und Tomate sind raus. Quizstone ist durch. Gravitrax Player überlegt sich noch, ob er Bock hat auf den Sieg, auf die Ziellinie. Niki ist da entschlossener. Niki denkt sich so, ja. Aber Gravitrax Player geht da in den Windschatten und zieht vorbei. Pfiuh.
Nice. Niki wird Sechster. 6. Und Trackstrail und ich machen hier den letzten Platz von denen noch unter uns aus. Wir machen gar nichts aus. Trackstrail zieht mich einfach komplett ab. Aber Mathe ist normal auch nicht. Warum? Englisch auch nicht und Deutsch auch nicht? Die ganzen wichtigen Fächer in der Schule habt ihr nicht? Okay. Okay, wir gucken mal, wer den Grand Prix hier gewonnen hat. Bin erster, ja, Glückwunsch, ne? So, wir gucken mal aufs Gesamtpodium, wer denn die meisten Punkte gesammelt hat. Da ist JB auf der 3., Lenny Penny auf der 2. Position und der Sieger ist Gravity. Ah, Leute. Schaffen wir noch. Wir schaffen noch ein Grand Prix hier. So, Simulate. Gravity ist raus, ne? Machen wir seinen Namen hier mal weg. Weil er ist ja Essen, ne? So. Okay, dann starten wir das Rennen. Okay, dann starten wir. Ich muss einmal hier kurz drücken. Stream-Zustand, sehr stabil, das ist gut. Analyse, ja, top. Zweiter, cool. Das freut mich, wenn man auch mit dem 2. Platz zufrieden ist. Ich kenne ja ganz andere Leute. Den reicht nur ein 1. Platz. Ich hab zum Beispiel noch gar nichts gerissen. Aber ich habe nur im Augenwinkel im Chat irgendwas mit Döner gelesen. Ich will es gar nicht lesen, Mann. Ich lese es einfach nicht. Es wird ignoriert. Nee. Nix Döner. Ich habe mir heute Mittag feinste Bratkartoffeln gemacht. So richtig schön mit Schinkenwürfel, habe mir 3 Eier noch dran gemacht, habe das Ganze mit Paprika, Salz, Pfeffer und Zwiebeln so angebraten und dann so eine geile Kartoffelcreme noch dazu gemacht, oder wie nennt man das, halt so ein Quark dann mit Kräutern und habe das Ganze dann gegessen. Boah, das war so geil, ne? Das war echt nicht schlecht. Und ich habe noch die Hälfte übrig für heute Abend. Weil die liebe Sammy, die ist jetzt heute nach Freiburg gefahren. Also wir wohnen ja in Hamburg und kommen ursprünglich beide aus der Freiburger Ecke, also ganz unten, also 800 Kilometer von hier. Und die ist heute Morgen da runter zu ihren Eltern, weil die haben Geburtstag. Und da bleibt sie jetzt eine Woche. Und ich bin ganz alleine hier. Viel Zeit für Streams. Und ja, das war meine Tagesgeschichte, falls es irgendjemand interessiert hat, was ich heute so gemacht habe. Ne? Uni, geiles Essen, Stream. Heute ist Montag, was steht denn noch an? Ja, vielleicht gehe ich noch einkaufen, ich weiß nicht. So richtig motiviert es mich nicht. Das Wetter ändert sich draußen gerade die ganze Zeit zwischen Sonnenschein und Regen. Jetzt ist gerade Sonnenschein. Aber es ist kalt draußen. Ich mag nicht raus. Boah, Iffe, 1. Platz. GG. JB denkt sich so, ja. 2. ist nicht so geil, ich werde lieber 3. und lass mal Tomate vorbei. Der hat noch gar nichts heute gewonnen. Dann kann er ruhig mal gewinnen, ne? Oh, als ob ich hier jetzt so einen Treppchenplatz hole. Ich habe noch gar nie was gewonnen hier in dem ganzen Spektakel. Der holt mich noch ein, oder? Komm. Yeah! Woo! Oh yeah! So wird das gemacht. JB 4. Quizstone 5, Niki 6. 7. wird Gravitrax Player. Und es ist noch niemand rausgeflogen, ne? Noch niemand. Trackstrail. Und den 8. Lenny Penny aber knapp dahinter. Wer ruft denn jetzt an? Jetzt gibt's erstmal Essen. Ich bin total traurig gerade. Warum ist meine Freundin traurig? So, Leute. Wie einfach dein Mikro in der Luft schwebt. Ich kann es euch ja zeigen, wie das Ganze aussieht. Hier, guckt mal. Eigentlich ist hier ein Kran. Seht ihr das? Und hinter mir der Greenscreen. Wird richtig schön ausgeschnitten hier. Noch nicht ganz.
Ah, perfekt. Okay, wir starten. Let's go. Mein Mikrofon schwebt. Ich kann auch schweben, wenn ich will. Im Stream ist alles möglich. Also Leute, ich sehe hier 12 Zuschauer, aber nur 9 Likes. Also haben 3 von euch noch nicht geliked. Oder gedisliked, auch okay. Hauptsache irgendeine Reaktion. Ja, gucken mal hier mir zu, ne? Weil, geil. Oh, was geht da vorne ab? JB, erster, Gravitrax Player, der betteln sich da vorne ordentlich. Richtig knapp. Oh, knallen da gegeneinander. Und dann runter den Trichter. JB ist durch. Und jetzt hier ab in die Sturmwolke. Da wird nochmal einiges durchgewirbelt, Leute. Kommt durch. Durch die Sturmwolke gekommen. Wir gucken mal, was die anderen machen. Bleiben hier ein bisschen hängen. Hier nur nicht runterfallen, so wie Ife. Bam. Ich bin auch raus. Streamer bitte mehr auf Twitch, dann bekomme ich Punkte für die Zitrone. Ja, genau. Deswegen streame ich auf YouTube, Alter. Nur deswegen. Oh, JB nimmt hier eine gute Abkürzung. Ist jetzt erst mit Abstand erster. Gucken, was der zweite macht. Oh, da 4 Leute von uns raus, ne? 4 Leute. Oh, wir müssen uns ein bisschen beeilen hier, ne? Noch 7 Minuten bis zum Video. Ist das hier das zweite Rennen? Ich glaube, ja. Ja, da oben steht sogar. Zweites Rennen. Also wir müssen jetzt hier ein bisschen durchziehen, dass wir ganz entspannt dann unser Video gucken können. Das sieht ganz gut aus, ne? So, JB wird erster, Tomate wird zweiter. Wer holt sich den letzten Platz auf dem Podium? Nicht Quizstone. Niki? Vielleicht? Niki? Auch nicht? Auch nochmal eine Ehrenrunde? Ja, macht ruhig so lange, bis Lenny Penny da auch noch mitspielen will. Quizstone, das sieht gut aus für dich. Yeah. Der Chris holt sich den 3. Platz. Niki ist jetzt auch durch, holt sich den 4. und Lenny Penny macht nichts. Lenny Penny will extra Sendezeit. Auf dem 5. Platz, aber immer nicht raus, ne? Ist auch gut. Jo. Und jetzt hier sauber durchkommen. Und genau in dem Monat, wo ich ein Abo habe, streamst du einmal auf Twitch, jetzt schuldest du mir einen Töner, also ich warte. Ja, das klärst du dann mit meinem Anwalt, ne? Komm, Lenny Penny, zack, zack, das Video fängt in 6 Minuten an. Wir müssen weitermachen. Lenny Penny wird 5. Let's go. Nächstes Rennen. 3. Space Chase. Wir verlieren keine Zeit. Wir wollen direkt starten. Yeah, let's go. Okay. Wir gucken mal hier dem coolsten Typen auf dem Planeten zu. Ah, cool, so ein bisschen, ne? Ich hab auf jeden Fall die coolste Kugel von allen. Im Gegensatz zu euren. Eure sind langweilig. Meine ist cool. Oh, ich sehe nichts mehr. Ist alles schwarz. Sieht alles gleich aus. Ja, ins Licht. Trackstrail ist erster. JB knapp dahinter. Alles schweben. Und Trackstrail ist, glaube ich, raus. Und JB? Alle raus. Ja, Trackstrail ist raus. Was hast du jetzt mit deinem Döner? Niki auch raus, Lenny Penny auch raus. Was ein Kampf hier zwischen mir und Chris. Ich bin auch fast rausgeflogen. Das war knapp. Mach mir mal ein Kompliment, in 5 Minuten ist deine Premiere. Du musst dir kein Kompliment machen, du hast doch keine Kanalpunkte dafür gezahlt. Das gibt's hier nämlich nicht. Auf Twitch kannst du dir dein nächstes Kompliment einfordern. Leute, auf Twitch kann man so beim Zugucken Kanalpunkte sammeln. Und dann kann man sich verschiedene Sachen von mir kaufen, die ich mache oder zeige oder was weiß ich. Da kann man sich ein Kompliment kaufen. Und ich glaube, Leute, der Jakob bekommt insgesamt... Oh nein, die überholen uns alle! Nein! Der Jakob, der bekommt ein bisschen zu wenig Komplimente, glaube ich. Der will die mal von mir haben. JB holt sich wieder erstmal so eine Tomate, verabschiedet sich ins Jenseits. Und ratet mal, wer Zweiter wird. Sieht gut aus. Ja, vor Quizstone. Knapp. 4. Gravitrax Player. Ich will ein Kompliment.
Gib mir Aufmerksamkeit. Nice. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. So, wer ist Dritter? Wir gucken mal. Oh, ich bin Dritter. Leute, ich habe ein Podium. Läuft. Tomate und Ilfe wird Erster. Glückwunsch. Cool, cool, cool. So. Ja. Jetzt müssen wir mal hier gucken, ne? Weil es geht das Video ja gleich los. Können wir jetzt kein Grand Prix mehr anfangen vorher. So. Ich werde jetzt nur mein Mikrofon hier so ein bisschen da hängen, ne? Aber soll jetzt nicht stören. Oh, guck mal, wer da online ist. Der Blue Blizzard. Aber wisst ihr, was noch cool ist? Dieses Video hier. Moin, moin, war gerade im Stream. Moin, ich auch. Bam. Mach mal Live-Reaction. Also ihr könnt jetzt entweder bei mir im Stream, dann kommt danach wieder zurück. Entweder hier im Stream angucken oder ihr guckt es auf YouTube an, wie ihr wollt. Ich werde hier vermutlich jetzt auch nicht so viel sagen. Ich gucke es auch schön mit zu. Und ansonsten guckt das einfach direkt über YouTube, wie ihr wollt. Dum, 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 dum. Ich glaube, Twix hat in den falschen Chat Moin reingeschrieben. YouTube bringt mir kein Glück, ich war Achter. Ja, lass mal auf Twitch machen. Ich bin die ersten 5 Milliarden Trilliarden Rennen rausgeflogen. Ja. Ist richtig. Lass dich auch nicht schönreden, Chris. Ich würde jetzt gerne sagen, es ist Zufall. Ist es auch. Aber das hilft dir halt auch nicht weiter, ne? 50 Trilliarden. Warte mal. Ja, das sind 50 Trilliarden. Gravibahn auch da. Moin. Ich bleib einfach hier. Genau, Gravibahn. Bleib einfach hier. Chill. Wie ihr wollt. Ich muss nur hier dann gleich die Musik ausmachen. Und dann müsst ihr mal gucken, wie laut ich das Video mache, damit ihr das dann hier auch hört. Ich überlege gerade, wo habe ich dann bei mir die Cam hingemacht? Hier unten links. Das heißt, ich mache mich hier rechts gleich klein daneben. Ich schiebe mich jetzt schon mal rüber. Ja, ich setze mich hier hin. Hier ist schön. So. So, das haben wir geregelt. Gravitrax Player sagt Hi. Ich glaube, ihr schreibt alle in den falschen Chat immer rein. Ja, genau. Das ist denn das Rennen Nummer 21, Leute. Uiuiui. Ich gehe gleich auf den Rechner. Was meinst du denn? Oh, bitte keinen Schluck auf. Ich bleib beim Stream und beim Video gleichzeitig. Richtig so. 10 Likes, nice. Nur 3 Leute haben noch nicht geliked. 3 Leute mögen mich nicht. Okay, ich habe 17 Sekunden Verzögerung, sehe ich hier gerade. Okay, macht aber nichts, ist ja nicht viel. Oha, 14 Leute hier im Chat. Nochmal einige auf YouTube. So cool. Echt cool. Oh. Wird es Zeit, dass wir hier mal die Musik ausmachen und die hier anmachen. Auf einmal 3 Dislikes. Wir hassen ihn! Sieht man dich jetzt zweimal, ja.
Du siehst mich einmal unten links. Ich werde jetzt hier im Stream nicht viel sagen, weil ich sage ja schon was im Video. Also ich halte jetzt hier gleich die Klappe. Und wir gucken, also es ist sozusagen eine Live-Reaktion von mir jetzt auf mein eigenes Video. Ja. Aber du kannst ja auch einfach auf YouTube angucken, wie du möchtest, ne? So ist der aus. Oh, ich mache das hier mal Vollbild für euch, damit ihr das in groß seht. Let's go, Leute. Das nächste Rennen. 1, 0, los. I just wanna feel your love. Boah, sau leise. Sau leise. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Kann man's gut hören? Ich hoffe, Wir ja. fahren heute bei der Formel 1 in Japan und ich muss mal Das bin ehrlich ich. sagen, mir ist glaube ich selten vom Layout eine Strecke so gut gelungen wie diese hier. Sogar selber toll Pulli. Und bin da mal gespannt, ob wir eine Menge Überholmanöver sehen werden. Ich habe sie jedenfalls so gebaut, dass es möglichst oft passiert. Dann würde ich sagen, wir gehen erstmal wie gewohnt in die andere Szene rüber und ich zeige euch als allererstes mal hier die Strecke. Die Wichser sind ja alle disliked. So, dann einmal hier. Ich habe euch wie immer die rote Linie nachgefahren. Wir schauen einmal, wieso denn die Strecke so aussieht, wie sie es tut. Hier kann man es jetzt schön mit den roten Linien vergleichen, dass es doch sehr ähnlich ist zu dem, wie wir es hier bei unserer Gravitrax-Bahn haben. Gerade hier aus dieser Perspektive ganz schön. Dann fahren wir das Ganze einmal mit dem Mercedes mit. Ich nehme die rote Linie an der Stelle hier mal weg und dann fahren wir das hier parallel mit der roten Linie mit, damit ihr immer wisst, wo gerade das Rennfahrzeug ist. Das haben wir hier auf Start und Ziel. Dort gibt es insgesamt 3 verschiedene Schienen. Die ersten werden natürlich ein bisschen die langsamere Schienen fahren, die hinteren können dadurch aufholen und dann geht es in diesen Trichter hier rein, wo gerade die große rote Linie drüber gezogen ist. Da wird es auch eine Menge Zweikämpfe geben und dann geht das hier in diesen schönen ersten Sektor rein. Hier sieht man eben diese tollen Links-Rechts-Kombinationen, weswegen auch alle Formel-1-Fahrer in echt sagen, das ist mit ihrer Lieblingsstrecke, weil es einfach so Spaß macht, hier durchzudüsen. Oh, die macht auch beim Fahren richtig Laune. Dann Ist so. geht es hier in eine Doppelrechtskurve Beim rein. Lenkrad so. Bei unserer Bahn in den Separator. Bei dem Separator werden dann wieder die erste und die dritte Kugel nach rechts gehen. Werden hier diese Originalstrecke, also diesen kleinen Haken, den wir jetzt hier sehen, fahren. Die zweite und die vierte Kugel können dann ein bisschen eine kürzere Strecke fahren und die erste muss dann oben nochmal ein ganz klein bisschen längeren Bogen fahren. Also sehen wir da auch viele Überholmanöver. Und dann geht es eben in diesen langgezogenen Linksbogen und dann auf diese ewig lange bergab, ja fast gerade, Schrägstrich Kurve ist beides so ein bisschen hinein, wo es dann wieder zurück auf Start und Ziel geht. An unserer Stelle wird hier in den Lift reingefahren. Das überspringen wir jetzt natürlich hier mit der roten Linie, weil das Formel 1 Auto da nicht lang fährt. Und dann geht es nach oben und wieder zurück auf Start und Ziel. Und dann nehmen wir hier noch diese kurze Schikane mit und dann geht es wieder in den Separator und dann wechseln wir wieder die Szene und schauen uns das Rennen an. So, dann seht ihr hier nochmal Auf das Mikrofon mitten im Bild. Runden. Red Bull als erster, Mercedes zweiter, Lotus dritter und Ferrari startet als Kannst du mal auf die viertes. Reaktion auf dem Video reagieren? Und dann blende ich euch parallel immer die Rundenzahl. Ich sehe genau gleich aus. Fangen wir an mit dem Rennen und dann geht's los. Ich bin gerade selber gespannt. Ich habe das Video so mitten in der Nacht noch schnell aufgenommen, nachdem das Video mit Gewohnt, ich werde euch immer Steffen sich ein bisschen verzögert. die aktuelle Habe ich das auch schnell aufgenommen, damit es heute kommt. Rangliste zeigen. Hier sehr schön durchgekommen. Der Mercedes auf Platz 1 wird jetzt hier die längere Spur fahren. Das kann Lotus ausnutzen und geht direkt auf Platz War hinten 1. die neue Po-Schiene eingebaut. Red Bull zweiter, Mercedes nur noch dritter und Ferrari vierter. Und dann gehen wir in die Runde 2 hinein. Meine Ursprungsidee war eigentlich zweimal in den Lift reinzugehen, aber es wäre nicht so spannend geworden. Ihr seht nicht sehen, wo die Kugeln Wäre sehr viele Unterbrechungen im Rennen aber ihr gewesen. seht ja, der bewegt sich, also die Kugeln werden dort immer nach oben fahren. Hier kommt der Lotus ganz gut durch und der Boah, was sowohl ein der Kampf. Red Bull als auch der Ferrari überholen hier den Mercedes in dem Lift, in dem Trichter. Ich vertausche die beiden ja immer wieder. Also Red Bull jetzt vorne vor Mercedes, Lotus dritter und Ferrari immer noch auf den 4. Platz, konnten sich bislang noch nicht verbessern. Mal gucken, wie das in der nächsten Runde aussehen wird. Dann haben wir jetzt mit Red Bull hier einen kleinen Vorsprung, nehmen hier die langsame Schiene, werden aber nicht eingeholt werden können. Dadurch kommt man nur in diesen Rot richtig Zweikampf hinten dran, mit dem aber kommt Trichter. super durch den Rot Trichter kann ich durch. behaupten, ist jetzt neuer Führender, wird jetzt aber in der nächsten Passage dort den kürzeren, beziehungsweise die längere Strecke haben, wird dort überholt und ist jetzt sogar letzter, also innerhalb von einer Runde vom ersten auf den letzten. Da Platz. sieht man, wie gut diese Separatoren funktionieren. Dann gehen wir
TikTok einfach 85, das ist echt haben wir gut. gleich das Ja. erste Drittel geschafft. Das ist echt nicht schlecht. Nach dieser Tag Runde. von Holti. Mercedes mit einem leichten Vorsprung. Mal gucken, wenn er zuerst in den Trichter reinkommt, ob er vorher durch ist, bevor die Meute kommt. Und die drücken ihn sogar durch, aber der Lotus kann sich am Red Bull vorbeidrücken. Und jetzt schauen wir mal, wie es beim nächsten Separator aussieht. Das kann Ferrari nutzen und geht hier mit einem guten Vorsprung in Führung vor Red Bull und Mercedes. Und dann haben wir das erste Drittel geschafft und gehen in die Runde Nummer 5. Mit dem neuen Trichter ist es wirklich, ich habe es wieder vertauscht. Mit dem neuen Lift ist es wirklich sehr angenehm. Er ist ein bisschen ruhiger, wenn keine Kugeln drin sind, im Gegensatz zu dem Space Rail Lift. Also kann man auch wirklich nur empfehlen. Nach wie vor ist der Link in der Beschreibung. Guckt da gerne mal rein. Wenn euch solche Lifte auch interessieren, auch wenn sie ein bisschen kleiner sind, dann kriegt ihr Hashtag Werbung. Beim Händler. Und deswegen schaut da mal rein, die sind wirklich sehr zuverlässig und ich kann hier die Rennen in einem Cut perfekt aufnehmen, muss nicht dauernd die Kugeln wieder neu reinsetzen, weil irgendwo eine hängen bleibt oder so. Das ist funktioniert so. wirklich richtig toll, zuverlässig. Riesen Mehrwert. Um die man sich Gedanken machen muss, wenn man hier 12 Runden fährt. Boah, jetzt haben wir richtig schön Zweikämpfe da in dem Trichter gesehen. Lotus ist jetzt knapp vorne, wird jetzt wahrscheinlich beim nächsten Separator aber eingeholt werden. Ja, von Mercedes sind jetzt wieder letzter, weil sie einfach so knapp nur den Vorsprung hatten, dass es dann eben nicht ausreicht, wenn man da hinten dann die langsame Spur hat und dann durch den Windschatten von den anderen allen überholt wird. Ansonsten auch der Separator, wenn man den leicht schräg stellt. Dann brauche ich die Bahn von Magic Marble vermutlich gar nicht mehr, weil die wollten das bis zum Ende des Monats, aber schon 12 Tage zu lang her. Sektor, wo jetzt die Kugeln Ich hatte auch nicht die Zeit dafür, leider. Wenn man sich mal anguckt, das funktioniert wirklich alles wunderbar. Also ich war wirklich von keinem dieser Produkte enttäuscht. Alle haben genau das geliefert, was ich mir erhofft habe. Und deswegen, jetzt habe ich echt? Dann schreib mir das nachher nochmal. Da sind wir mal gespannt, was meinst du die One-Way-Challenge, oder? wird an neuen Sachen. Und dann Magic Marble One-Way-Challenge? Möglichkeiten, was zu bauen. Gibt's erst seit gestern, okay, dann ist was anderes, dann weiß ich noch nichts davon. Wird jetzt aber die Führung verlieren an den Lotus und auch der Red Bull und der Mercedes fahren vorbei. Gewinnspiel? Muss ich mir nachher mal angucken. Können wir uns nach dem Video gleich Gehen wir angucken. in die 9. Runde rein. Bis zum Mai. 4 Runden Okay, insgesamt. machen wir so. Und wenn wir mal so gucken, Lotus. Gucken wir uns gleich gemeinsam an, jetzt Leute, gerade nach dem Video. Wäre nicht so ganz unwichtig, dass am Ende auch das Rennen gewinnen, damit sie jetzt, wo es dann doch langsam ins Finale geht, noch vielleicht 5 Rennen haben wir jetzt noch übrig, dass man wirklich hier in der WM noch ein bisschen ranzieht, damit sie nicht völlig abgeschlagen sind. Jetzt haben sie hier wirklich schlechte Karten, sind weit hinten dran. Mal gucken, wie viele Plätze Lotus gut machen kann. Keinen einzigen, obwohl sie letzter sind. Können sie durch den letzten Separator auch keinen einzigen Platz gut machen. Dann gehen wir in die Runde 10 rein. Bis zum 31.3. Mai klingt sehr gut. Das klingt, als könnte ich es machen. Eine gute Ausgangsposition zu verschaffen und dann am Ende das Rennen zu gewinnen. Ich hätte mal wieder Bock, eine Bahn zu bauen, ne? Aber ich muss das die hintere aufnehmen, bevor ich es bauen Von dem kann. Mercedes verdrängt und der Lotus ist wieder letzter, ist jetzt hier aber ein bisschen näher an der Gruppe dran. Also der kann jetzt hier im Separator zumindest am Ferrari und sogar am Mercedes vorbeiziehen. Ist jetzt auf dem 2. Platz nach vorne gekommen. Red Bull erster. So, jetzt kommt die spannende Phase, Gehen Leute. wir in die vorletzte Runde rein. Ich muss auch mal anfangen zu Es bauen. geht um Punkte, Leute. Ist ja Bahn schon seit einem Monat da hinten Der stehen. WM-Stand sehr knapp bei allen. Müssen wir mal schauen, es sind natürlich alle Kugeln gleich, nicht wie bei der Formel 1, wo der eine Wagen stärker ist. Oh ja, alle kommen eigentlich gleich und durch den Trichter, außer der Mercedes, der bleibt hängen, ist dadurch jetzt wirklich sehr weit hinten dran. Aber in der letzten Runde, ja, ist zumindest noch am Red Bull. Direkt. Ich habe die falsche Aufnahme hochgeladen, fällt mir gerade auf, da ist gar keine Musik im Hintergrund. Nicht Runde 112. Ist die falsche Datei? Also die letzte, jetzt geht es um die Punkte. Keine Musik da. Lotus hier mit einer guten Ja, ist nicht so schlimm jetzt, aber Als Erster hat auch einen guten Vorsprung. deswegen war die Musik auch am Anfang so leise. Wie gut kommt man durch diesen Trichter durch? Lotus ist nur Zweiter, aber... Mach mal 10 Dislikes einfach voll. Chance. Mercedes kann sich am Ferrari vorbeidrücken. Das sieht sehr gut aus für den Lotus. Hau ihn Aber weg, erster Junge. wird Zweiter. Mercedes oder Red Bull? Ganz knapp zieht der Mercedes noch am Red Bull vorbei. Red Bull Ui. wird Dritter und Ferrari macht den 4. Platz leider nur. Also ein richtig knappes Rennen am Ende. Und dann zeige ich euch hier einmal, nachdem ich das vorbereitet habe, das aktuelle Leaderboard von der Reihenfolge. Ich sitze hier ein bisschen im Weg, ne? Ich kann das jetzt leider auch nicht machen. Ihr könnt hier so ein bisschen hauchzart die 3 sehen hier. Aber ist ja nicht wichtig. Also Mercedes 3., Lotus 4. Aber was den WM-Stand angeht, war das Rennen halt jetzt echt richtig nice, weil die, wo hinten sind, kriegen die meisten Punkte. Dadurch haben wir vorne tatsächlich einen Dreikampf. Ich weiß nicht, ich glaube bei Lotus ist es auch mit den 5 Punkten. Ja, ich weiß nicht, ob das noch reicht, ne? Insgesamt bei der WM, um da noch aufzuholen. Aber für die anderen 3 Teams ist noch alles drin. Jetzt müssen wir mal schauen. Ihr Schweine. Die letzten 5. Jetzt noch kommen. Wird richtig geil, ne? Also, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, ihr kennt's, lasst ein Like da, Glocke drücken, wenn ihr kein Video verpassen wollt und subscriben.
Damit helft ihr mir immer sehr. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Dann werden wir jetzt Ist doch Spaß gemeint, schon klar. Kugelbahn des Rennen vorbereiten, dass es dann mit dem Racing Tournament weitergeht. Und danach produziere ich wieder weiter Formel 1 Videos. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao, Blue Blizzard. Ciao. Boah, falsche Aufnahme genommen, ohne Musik im Hintergrund. Mann, Max. Das muss ich bessern. Okay. So, Leute. Das war das Video. Okay, dann machen wir mal weiter hier, ne? Race Grand Prix. So, was haben wir denn jetzt hier? Ja, Mercedes Zweiter. Ist nur Spaß gemeint. Mal ganz kurz, ist mir schon klar, dass es aus Spaß gemeint ist. Als ob ich wirklich Angst habe. Also erstens wäre es mir egal. Aber ich bin da nicht so. So, wie sieht's denn aus? Mach mal mit den Leuten, da könnt ihr Gravi-Bahn noch dazu machen. Ist irgendjemand von denen hier nicht mehr dabei? Ja, hier, JP war nicht mehr dabei. Gravi-Bahn kann ich mit eintragen. Dann passt's, oder? Finish. Settings. Simulate. Go. So, Gravi-Bahn. Wir spielen ein bisschen Marble und Stream noch. Gucken. Ich mache das heute manuell, indem ich eure Namen einfach so eintrage. Willkommen zurück. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. War jetzt eben ganz spontan produziert. 1 Trilliarden, Alter! 1 Trilliarden Likes! Was ist denn das meistgelikedeste Video der Welt? Cavitax-Player, hi, willkommen zurück. Boah, klingt Drehwurm. Ich hab Durst. Du heißt Cristono? Du heißt nicht Cristono, du heißt Criston. Aber da war wahrscheinlich ein O von jemand anders, vom Ife oder sowas mit der 09 oder sowas davor, deswegen sah das nur so aus. Man kann es auch rechts auf der Liste sehen, wenn wir da endlich mal durch den Trichter durch sind und nicht die ganze Zeit die Plätze da wechseln. Boah, mir wird schwindelig. Hui. Missaufrufe. Despacito. Ah, nee. Despacito? Der ganzen Welt? Bestimmt nicht, oder? Ist ja nur ein Lied. Ich glaube nicht, dass es ein Lied ist. Njong, Trackstray. Bloß nicht hängen bleiben, das ist das Wichtigste. Njong, njong. Läuft bei dir. Boah, Tomate? Holy shit. Zieht er durch. Holt uns mal kurz ganz dezent den Sieg. Bleibt überhaupt nicht hängen, fährt durch. Mein Video natürlich. 1 Milliarde, Trilliarden Likes. Oh, jetzt fallen die Leute aber runter. Gravi-Bahn, ciao. Trackstray nimmt hier noch den dritten mit. Ich glaube, Tomate wird zweiter, oder? Huch. Ne, Tomate ist erster. Trackstray wird zweiter. Ups. Ja, Trackstray auf jeden Fall zweiter. Dann gucken wir mal, was hier hinten die Leute machen. Christone. Oh, könnte eine gute Platzierung werden. Aber Iffe zieht noch vorbei. Holt sich damit das Podium. Der Iffe. Oh, wer wird Vierter? Christone oder ich? Komm. Zieh. Es wird nichts mehr. Scheiße. Ah. Schade. Glückwunsch, Tomate. Ja, Niki, Gravi-Bahn, Lenny Penny und Gravitax Player sind raus. Gehen wir ins zweite Rennen rein. Wir starten direkt. Oh, ich werde müde, Leute. Ich werde müde. You get the feeling. Ich krieg Kopfschmerzen gerade. Obwohl ich die ganze Zeit am Trinken bin. Das gibt's doch gar nicht. I got to you.
Ach ja, die Lieder, die jeder von uns irgendwie im Hintergrund bei seinen Murmelvideos nutzt, ne? Schön nur Copyright Sound. Gönnen. Jo, Abfahrt, Leute! Woo! Jo! Lenny Penny im Windschatten hier von Nikki, Christone und Gravitax Player. Boah, auf dem Stein! Lenny Penny bleibt hängen, das ist Gold wert. Und ich bin noch besser. Ab in den Trichter, Leute. Oh, ab ins Geröll. Und dann erstmal schön hängen bleiben. Geil. Ja, endlich erster. Nö, nicht mehr. Aber ein kurzes Vergnügen. Lenny Penny hat auch keinen Bock so richtig. Geht hier durch den Parcours in der Mitte durch. Ich nehme das zurück, das war gar nicht so schlecht. Mal gucken, was die anderen machen. Ob die einen schnelleren Weg finden. Naja. Naja. Da fallen Dings runter, habt ihr das gesehen? Eiszapfen. Ich mag die Map, die ist so interaktiv. Irgendeiner hat sich, glaube ich, gerade verabschiedet. Wird, glaube ich, gleich ein Name rot. Oder doch nicht? Naja, Tomate ist jedenfalls... Nee, Lenny Penny ist erster. Ja, bleibt hier hängen. Was macht der Rest? Oh, komm, drück durch! Auch durchdrücken! Ja, ja. Wo ist denn der Rest? Alle da oben. Und wieder Sechster. Ist so zu früh gefreut. Ach komm, wie dicht die alle aufeinander sind, Mann. Das ist richtig spannend. Ich mag diese Map. Slippy Slopes 2 heißt die. Bam, angeschoben. Lenny Penny schubst mal kurz Gravitrax Player an. Danke dafür. Oh, jetzt wird gewippt, Leute. Oh, da hinten rammen sie sich. Niki wird mal kurz dezent verdrängt. Was ist hier los? Die Vierergruppe. Jetzt ist aber Christone ganz außen. Wenn alles genauso in der Reihe bleibt. Wie witzig das aussieht. Und Traxway ganz allein auf der anderen Seite. Guck mal, Traxway ist einfach viel schneller als diese Vierergruppe hier. Oh, Lenny Penny ist hängen geblieben, was gut ist, weil dadurch kommt... Oh, Traxway nimmt halt mehr Schwung auf, ne? Tomate da vorne. Schon richtig weit durch. Oh, Traxway, so macht man es nicht, aber die anderen machen es genauso falsch. Ich glaube, Tomate hat gewonnen, da brauchen wir nicht... Oh. Ja, überhaupt nicht spannend da vorne. Aber da hinten... Jeder kann noch Zweiter werden. Jeder. Abfahrt, Tomate. Jetzt nur ins Ziel reinfallen. Nice. Tomate ist Erster. Und jetzt geht's zur Abfahrt. Wer holt den zweiten Platz? Gefühlt kann es jeder noch werden. Genau solche Rennen sind die geilsten. Die sind so richtig spannend dann. Oh, Traxway hat nicht die schlechtesten Karten. Oder ich? Oh, ich gehe vor ihm runter. Nice. Jetzt rein, oh, und Traxway fliegt daneben und ich auch. Nein. Lenny Penny. Vicky ist Zweiter. Was macht Lenny Penny? Auch nicht. Auch daneben. Iffe. Dritter. Yeah. Christone. Auch rein. Und Gravitrax Player und Gravibahn. Beide drin. Was ein Ende, Alter. Das war mal ein geiles Rennen. Das hat Laune gemacht. Holy. Hey, weiter geht's. Oh, hier auch wieder so spannend. Ich bin der Einzige, der links lang geht, alle anderen rechts. Hat ja vielleicht auch einen Vorteil, ne? Ah, Gravitraxer, hi, ne? Willkommen im Stream. Mach's dir gemütlich. Ich bin ein bisschen Marvel on Stream. Chillen ein bisschen. Leute sind, glaube ich, gerade fast alle eingeschlafen im Chat, aber das macht nichts, ne? Hauptsache chillen. Bisschen unterhalten. Ich kann ja mal ein Thema anstoßen.
Wie findet ihr es, dass Ravensburger, dass Gravitrax kein einziges Teil hat, was mit Strom funktioniert? Sondern eigentlich nur mit Magneten oder so arbeitet. Gut, schlecht? Sowas wie Lift oder sowas bringen sie ja nie selber raus. Alles immer manuell zum Drücken, aber kein elektronisches Teil. Mathe-Hausaufgaben, boah, ätzend, Alter. Hast du Homeschooling und musst noch Hausaufgaben machen. Boah. Das ist halt das Geile, wenn du mit der Schule fertig bist. Du bist fertig, wenn es fertig ist. Tomate hier, solider Erster. Na, die Strecke geht noch ein bisschen. Schreib mal, sonst schlafe ich ein. Ist direkt vom PC. So, let's go. Tomate hier. Er war immer eigentlich gut dabei, ne? Immer vorne mit dabei. Aber bleibt Team Geröll hängen, dadurch kann der Rest ein bisschen aufholen. Lenny Penny, ja, relativ dicht dran. Ich finde es gut, dass Ravensburger das macht, weil sich mit dem Gravitation so was machen. Ja, das stimmt. Diese ganze Idee mit mit dem Schwerkraftsgedanken passt halt eigentlich auch nur dazu, ne? Ansonsten geht es nicht mehr nur um Schwerkraft. Wobei, wenn es nur um Schwerkraft geht, müssen sie eigentlich so Sachen wie Gauss, also alle Booster müssen sie dann eigentlich auch weglassen. Oh, Leute. Leider noch 5 Minuten bleiben, dann muss ich los. Kein Problem. Erstens freut es mich, dass du überhaupt da bist. Und zweitens, ich werde auch nicht mehr so ewig streamen. Ich werde es häufiger machen, mal, da ich eine Stunde mal so eine Runde Marble on Stream hier streame. Meistens so rund um ein Video, was ich sowieso gerade rausbringe. Aber ich werde jetzt heute auch nicht mehr ewig machen. Ich habe gerade bekommen so langsam Kopfschmerzen und werde noch einkaufen gehen. Deswegen seid mir da nicht böse, aber ich werde nach dem Grand Prix hier vermutlich jetzt aufhören. So, Tomate wird Erster. Lenny Penny Zweiter. Iffe Dritter. Ich werde Vierter. Fünfter wird Geraviban. Seit wann baut ihr Gravitrax? Das ist doch mal eine gute Frage. Sehr gut. Gebe ich gerade mal weiter. Wie lange baut ihr schon Gravitrax? Ich fange mal an. Ich seit Juli. Juli hatte ich mein erstes Starter-Set. Also Juli 2020, ne? So, Trax Trail, 8er und Niki kommt auch gleich noch ins Ziel. Nein, noch länger Stream. Aber ich bin ja gerade nicht wirklich unterhaltsam. Da müsst ihr ein bisschen mehr im Chat schreiben, da kann man ja was machen, aber ein bisschen aktiver, dann kann man das machen, aber ich muss vielleicht mir gleich mal ein Aspirin reinhauen. Die sollen mal ein Pendel rausbringen. Das könnte man machen, ja. Welchen Mehrwert hätte das Pendel? Also im Vergleich zur Seilbahn? Wahrscheinlich ein ähnliches Prinzip, nur dass es an einem gewissen Punkt ist und die Kugel dann langwirbelt. Also ich tue mich gerade schwer, mir ein Pendel vorzustellen. Ich baue seit Anfang 2018. Ich seit Weihnachten 2020. Ich seit Prime Day 2020. Was ist denn Prime Day? Ich glaube seit Anfang 19. Gravitrax Player 2018. Also ich hatte vorher ein paar Videos auf YouTube hochgeladen, da hatte ich maximal 8 Klicks vielleicht drauf, wenn es richtig gut lief, vielleicht 8 Klicks, also richtig arm. Und dann habe ich im Juli angefangen mit Gravitrax und seitdem eigentlich erst mit YouTube so, mit dem so ein bisschen angefangen. Also so wirklich. Ja. Oh Leute, ich bekomme gerade krass Kopfschmerzen, ne? So wie beim 3D-Druck. Okay. Ah. Okay. Also, ich kann es euch gerne hier durchlaufen lassen, aber seid mir nicht böse, wenn ich mich mal kurz beim Kommentieren zurücknehme. Mir geht es gerade wirklich nicht so gut. Ich will jetzt gerade nicht euch irgendwie hier was Schlechtes tun, indem ich jetzt den Stream einfach ausmache. Oh, mir geht's gerade nicht so gut. Ich krieg gerade mega Kopfweh.
Ich chill mal ein bisschen und schreibe mit euch ein bisschen hier im Chat und rede ein bisschen, was ihr so im Chat schreibt, okay? Also ich gehe jetzt weniger auf die Murmeln ein, ich lasse es so ein bisschen durchlaufen. Aber jetzt so aktiv hier kommentieren macht mir gerade Kopfschmerzen. Deswegen lasst uns einfach ein bisschen im Chat diskutieren, gerne über solche Sachen. Bin ich voll dabei. Nur Rennen kommentieren lasse ich mal kurz weg, ja? Seid mir nicht böse. Best of Gravitrax, sonst machen wir dann anders weiter. Ja, wie gesagt, ich mache jetzt hier noch ein Grand Prix, animiere ich euch noch und dann ist alles gut. Ich melde mich schon, wenn es zu schlimm wird. Ich wollte auf Magic Marbles Challenge reagieren. Oh fuck, wir wollten uns das Video gerade noch angucken von Magic Marble, habt ihr gesagt, ne? Gravitrax Studio und Best of Gravitrax, beide, hi. Willkommen im Stream. Die Map hier gefällt mir nicht so, weil die so gemalt aussieht. Also so schlecht gemalt, ne? Du wolltest auf Magic Marbles Challenge reagieren, ja. Werde ich direkt nach dem hier machen. Gut, dass du mich daran erinnerst, habe ich vergessen. So, Lenny Penny ist gerade Erster. Gravitrax Studio auch da. Bisschen zu spät. Wir haben gerade eben mein Video auf YouTube gerade zusammen alle angeguckt. Ein paar sind hier geblieben, ein paar haben es direkt angeguckt. Oh, Iffe, was eine Abkürzung! Jo! Stark. Und haben davor und danach ein bisschen Marble on Stream gespielt. Aber ich lade das sowieso auf YouTube hoch. Also ihr könnt euch auch den Stream nachträglich noch auf YouTube angucken oder euch durchklicken. Durchklicken geht ja auch. Und dann seht ihr da, was ihr alles verpasst habt. Das Schöne ist, wenn man einen Livestream online stellt und ihr diese 2 Stunden dann da durchgucken könnt, seht ihr auch immer, was im Chat geschrieben wurde. Das ist dann genauso mit drin. Das ist eigentlich ganz praktisch. Deswegen seid mir gerade nicht sauer, wenn ich das hier gerade nicht kommentiere. Ich finde es gerade auch spannend, wie Iffe und Lenny Penny hier gegeneinander fahren. Ich krieg gerade Kopfschmerzen im Hinterkopf. Das Gehirn ist einfach zu groß, weißt du, für meinen Kopf. Ich bin einfach anfällig. Boah, wer wird hier gewinnen, ey? Ist richtig knapp. Quizstone, Alter! Wie er durchzieht! Quizstone wird Erster, aber ganz knapp. Junge, Iffe und Lenny Penny Zweiter bzw. Dritter. Holy. Was ein Ende. Tomate wird Vierter. Trackstrail. Als nächstes. Danach wohl Niki. Dann ich. Und dann Gravitrax Player oder Gravibahn. Muss man mal schauen. Vermutlich Gravibahn. Auf Platz 8. Jo. Und 9. wird Gravitrax Player. Ja. Mach's gut. Gravitraxer. Danke, dass du da warst. Diese Musik hier hat auch jeder Zweite in seinem Marvel-Video drin. Ja, wir machen die 1,5 Stunden Stream noch voll. Wir könnten theoretisch in den nächsten 2 Tagen noch mal streamen. Ich muss mal gucken, wie ich mit Kugelbahn mich jetzt verabrede. Wegen der Videoaufnahme. Weil da werde ich mir beim Schneiden besonders viel Mühe geben. Das soll einfach das geilste Video überhaupt werden. Muss man mal gucken. Wenn da noch Zeit für den Stream ist, dann mache ich ihn gerne an. Boah, wie sie alle durchknallen, ne? Aber keiner fällt ins Loch. Außer der Stein da. Lenny Penny, Blue Blizzard und Vicky sind durch. Ich habe Kopfschmerzen eigentlich wegen Schule, muss trotzdem weitermachen, ist so. Kann man auch nicht jammern, ne? Beziehungsweise es bringt nichts. Lehrer interessiert das nicht. Oder beziehungsweise die Lehrer vielleicht schon, aber die Eltern, wenn du dann nach Hause gehst, nicht. Bei mir war es morgens immer so. Witzige Geschichte, Leute. Witzige Geschichte. Ich habe bei meiner Mom mal geheult, so, also symbolisch geheult. Nicht wirklich geheult. So, morgens, ich habe Bauchweh, ich kann nicht zur Schule. So gerade nach dem Essen.
Und meine Mom ist so ein bisschen tough, ne? Du gehst zur Schule, nur wegen so ein bisschen Bauchweh, ne? Vielleicht wird's noch besser später, aber wenn nicht, dann kannst du immer noch nach Hause, aber du gehst jetzt erstmal hin. Das war immer der Spruch. Du gehst erstmal hin. Das habe ich gehasst, weil wenn du schon angenommen, du willst einfach nicht zur Schule, dann geht's dir darum, dass du nicht aus dem Bett willst. Es geht dir nicht darum, zur Schule zu gehen und dann nach einer Stunde wieder zurück. Dann ist es wie ein Schultag gefühlt. Ja? Klar ist es geil, um 9:30 Uhr nach Hause zu können, aber gefühlt ist es dann trotzdem wie so ein halber Schultag. Das Ziel ist, dass du gar nicht hin musst. Und die hat es dann immer so gesagt, so, nee, jetzt gehst du erstmal hin. Und jetzt haben wir Jahre später festgestellt, dass ich eine leichte Laktoseintoleranz habe und dass ich wirklich Bauchschmerzen hatte. Und zwar einfach von der morgendlichen Milch in den Cornflakes. Und das regelmäßig. Und ich habe das sehr selten geäußert, dass ich Bauchweh hatte, weil es mir auch unangenehm war. Als Kind, ne, redest ja, weil du kommst als Kind nicht darauf, dass du vielleicht eine Allergie haben könntest oder so. Oder irgendwas nicht verträgst. Jedenfalls haben wir das dann nachträglich festgestellt und es tat ihr so leid, dass sie immer dachte, dass ich sie angelogen habe, nur weil ich keinen Bock auf Schule habe und dabei aber auch wirklich immer Bauchschmerzen hatte und sie mich jedes Mal hingeschickt hat in die Schule. Alle Vierergruppe hier, ne? Also die hat mich aber auch immer zur Schule geschickt und ich hatte wirklich richtig Bauchschmerzen immer. Aber weil ich keine Laktose-Milch vertragen habe. Also Milch mit Laktose. So witzig. Das verwende ich heute noch gegen sie. Dass sie mich da förmlich vergiftet hat. Ignorierst du mich gerade? Ich habe Homeschooling. Warte mal. Ich habe gar nichts von dir ignoriert, seit das Wort Döner kam drin vor. Oh, Gravibahn. Nice. Erster Platz. Niki fliegt daneben. Was macht der Rest? Quizstone ist der nächste, der eine Chance hat auf den Sieg. Quizstone. Jo, ist drin. Und meine Wenigkeit auch drin. Sehr nice. Iffe, 4. Platz. 5. wird Lenny Penny. 6. Gravitrax Player. Trackstrail traut sich gleich zu springen. Der holt jetzt schon mal Anlauf. Oh, er ist aber sehr schräg. Er ist sehr schräg. Ja, das geht schief, glaube ich. Er springt daneben. Und Tomate hat noch die Chance, weil Niki schon raus ist, noch den drittletzten Platz sich zu holen, weil Trackstrail ist ja raus. Das mit der Schule kenne ich immer zur Schule, wo ich mich krank stelle. Ja, ich habe mich ja nicht mal krank gestellt. Ich hatte wirklich Bauchschmerzen. Ich habe auch oft genug geschwänzt, ne? Meine Mom war sogar so cool, dass sie mich einmal im Jahr, und zwar immer im Mai, hat schwänzen lassen. Weil ich komme ja da unten aus der Freiburger Ecke und da haben wir den Europapark. Das ist der größte Freizeitpark Europas. Der heißt aber nicht deswegen Europapark. Da wollten wir mal hin und der ist ziemlich voll. Also musst du dort unter der Woche hingehen, damit es sich richtig lohnt, das Geld. Und deswegen, damit es sich richtig lohnt, hat meine Mom mich immer einen Tag im Mai immer schwänzen lassen, damit ich mit meinem besten Freund dann da einen coolen Tag drauf machen kann. Haben wir uns mal einen Tag rausgesucht, wo nicht so viele wichtige Fächer sind. Und dann habe ich jeden einmal geschwänzt. Ich will immer zur Schule, weil sonst muss man bei uns alles nachholen. Ich liebe Milch, das ist das beste Getränk. Trackstrail, was das? Ich mag auch Milch, ich trinke ja auch Milch. Ich trinke halt laktosefreie Milch. Ich gönne mir morgens meine Cornflakes oder mein Müsli auch. Denn das meine ich nicht. Also, mögen tue ich das auch total. Es schmeckt auch überhaupt. Also Laktose ist wirklich überhaupt nicht so schlimm, weil die Ersatzprodukte wirklich fast genauso schmecken. Laktosefreie Milch ist sogar einfach nur ein bisschen süßer vom Geschmack her. Ansonsten nimmt sie sich eigentlich gar nichts. Wenn du jemanden eine normale Milch und laktosefreie Milch hinstellst, würde er den Unterschied nicht merken. Es sei denn, er achtet wirklich genau drauf und trinkt beides so hintereinander, dass du es perfekt vergleichen kannst. Ihr habt in der Schweiz ja andere Noten, oder? Also erstens wohnte ich auf der deutschen Seite und meine Familie wohnt auf der Schweizer Seite. Aber ja, in der Schweiz sind die Noten umgedreht. Die 6 ist die beste Note und die 1 ist die schlechteste Note. Ach so, du meinst gar nicht mich, ne? Aber trotzdem habe ich ja die Antwort gegeben. Krabibahn trinkt Milch, aber aus der Packung, ohne das in Glas zu tun. Auf Ex, Junge! Gönn dir! Ja, in der Schweiz ist 6 Beste, genau. Ich trinke auch beide. Ja, ich meine, meine Freundin trinkt jetzt auch seit Jahren laktosefreie Milch mit und merkt auch keinen Unterschied, weil sie es halt wegen mir machen, weil wir keine 2 verschiedenen kaufen wollen, weil dann ist immer eine offen oder 2 offen.
Ist auch nervig. So, das ist wieder diese Portal-Map, ne? Da kann man dann kurz vorm Ende nochmal scheitern und wird nochmal zurückgeschickt. So. Leute, wenn ihr untereinander ein bisschen quatschen wollt, so mit den anderen, die jetzt hier im Chat sind und ihr denkt, oh, das ist voll anstrengend hier die ganze Zeit zu tippen und da habe ich eigentlich nicht so Bock drauf, sondern ich will einfach nur so ein bisschen quatschen über Gravitrax-Sachen oder sonstiges, dann könnt ihr da einfach gerne mal auf meinen Discord-Channel gehen. Ich kann euch gerne mal einen Einladungslink schicken. Dann könnt ihr euch da treffen, ein bisschen quatschen, ich bin da auch oft genug drin. Wenn ich da drin bin, dann bin ich auch ansprechbar, dann habe ich gerade nichts vor. Deswegen kommt da einfach mal rein, wenn ihr Bock habt. Ne? Bei mir auf dem Discord-Channel, ich schicke euch mal den Link rein. Könnt ihr draufklicken, ein bisschen mit den anderen quatschen. Meistens mittags sind da ein paar Leute und abends, so gegen 18 Uhr. Ist ganz nice, ne? Ich trinke nur Wasser. Was ist Milch? Trinke ich nicht. So, wir gucken mal vorne, was abgeht. Niki holt sich hier den ersten Platz, und zwar da, wo keine Portale sind. Da kommt die Meute. Ich werde Zweiter, nice. Gravitrax Player Dritter. Und Iffe hat den Chance auf den 4. Darf jetzt hier aber nicht in die Portale reinfallen. Tut's nicht. 4. Platz an Iffe. Warum ist die Musik aus? Nächster Song. Oh, das Lied kennt auch jeder von euch. Das typische No-Copyright-Sound-Lied. Am Anfang, du machst dein erstes YouTube-Video, weißt nicht, welche Musik du im Hintergrund nehmen sollst, nimmst du das hier. Kennt jeder. Winner, Winner, Chicken Dinner. Niki hat gewonnen. Glückwunsch. In der Früh um 7 bin ich immer in Discord, das stimmt, ey. Ich schreibe mir immer so Sachen und dann denke ich mir immer die Uhrzeit, ich als Student stehe so um 10 auf meistens. Viel zu früh für mich. Danny Penny Dritter, Iffe Zweiter, Quizstone gewinnt. Fliegt nicht raus und gewinnt das komplette Ding. Normal. Ah ja. Haben wir noch irgendwelche neuen Namen hier dazu gekriegt? Gravitrax Studio, ne? Ist irgendjemand nicht mehr dabei? Wir haben Gravitrax Studio dazu bekommen. Trage ich mal mit ein. Gravibahn habe ich schon. Passt so, oder? Ich stehe in den Ferien immer so um 7 Uhr, obwohl ich erst um 1 ins Bett gehe. Oha. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal im Leben um 1 ins Bett gegangen bin. Ich gehe immer später ins Bett. Ich gehe meistens so um 1 ins Bett. Und stehe dann so gegen 9 auf. So mein Tagesrhythmus. Habt ihr jetzt auch noch Ferien in Deutschland? Das ist ganz unterschiedlich, hängt vom Bundesland ab. Hier in Hamburg zum Beispiel nicht. Wie es in Süddeutschland ist, weiß ich gar nicht. Wenn du erstmal aus der Schule raus bist, beschäftigst du dich nicht mehr damit. Tomati auf der Überholspur. Best of Gravitrax. Noch. Da steht eine 0. Was meinst du? Wo steht eine 0? Also beim Stream ist bei dir manchmal um 3 Uhr noch an. Also Stream ist bei dir manchmal um 3 Uhr noch an, bei mir? Kann nicht sein. Ab heute wieder Schule, ja. Bei vielen so. Ich finde ja immer diesen Tag, dieser Sonntag. Du hast doch Ferien. Sagen wir mal oder im besten Fall du hast 2 Wochen Ferien gehabt. Boah. Geilsten 2 Wochen immer gehabt, so mit Freunden und was weiß ich, im besten Fall noch Schwimmbad, wenn Pfingsten oder so ist. Und kennt ihr denn diesen Sonntag,
Der ist bei mir immer gleich gewesen. Sonntag sieht bei mir nach den Ferien immer so aus, dass ich im Bett liege, ewig nicht schlafen kann, weil ich zum einen meinen Schlafrhythmus nicht angepasst habe, bis zum letzten Tag, weil ich es nicht eingesehen habe, schon früher ins Bett zu gehen, auch wenn ich noch einen Tag Ferien habe. Und Punkt 2 ist, du kannst gar nicht einschlafen, weil du so im Kopf keinen Bock auf diese Schule hast jetzt wieder. Oh. Du hast absolut keinen Bock drauf, dass du so 1000 Sachen im Kopf hast und du deswegen nicht einschlafen kannst. Also ich kann am Sonntag nach den Ferien immer nie einschlafen. Das dauert ewig bei mir. Und deswegen hänge ich Montag immer durch. Und dann kommt diese Frage von den Lehrern. Und habt ihr euch gut erholt? Und du bist völlig fertig, ne? Nur wegen dieser einen Nacht. Das ist immer das Gleiche bei mir gewesen. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. Aber diese Story konnte ich nach jedem Ferien erzählen. Ich habe jetzt 2 Wochen Ferien. Da ist Tomate Brandenburg. Da komme ich auch hin. Ja, bei dir, Max. Er wird immer wieder zurückgedrückt, der Quizton. Müsste durchkommen. Oh, jetzt sammelt sich hier ordentlich. Gravitrax Studio kommt gut durch. Wird er nicht Erster sogar? Hat sich den Sieg noch kurz vor Ende geholt. Stark. St. Gallen im Kanton St. Gallen. Kenne ich nicht. St. Gallen ist eine schöne Stadt. Haben wir schon ein paar Mal gekickt in der Stadt. Auch ein paar Fußballspieler ausgeliehen von da nach da. Ich kenne Bayern wegen dem FC Bayern, ja. Same. Naja, also meine ganze Familie ist auch Bayern-Fan. Ich bin ja persönlich SC Freiburg-Fan. Und ich arbeite, ich weiß nicht, für wen es von euch was sagt, mein Arbeitgeber ist auch Hauptsponsor von einem großen Verein in Deutschland. Also ein Stadionsponsor. Und daher kennt man mein Unternehmen. Und da muss ich natürlich dann so ein bisschen auch zu dem Verein halten, weil wenn die gewinnen, ist es auch gut für unser Unternehmen. So, Krabiban, was ist los hier? Alle warten auf dich. Kein Bock da durchzugehen? Ah, jetzt, nice. Krabiban, alle 10 ins Ziel gekommen. Bei mir, um genau zu sagen, wohne ich in Oberbayern. Das macht's nicht besser. Naja. Also ich bin gezwungenermaßen auch noch ein Stück weit für Dortmund. Für den Verein. Weil wir halt dort Sponsor sind mit unserem Unternehmen. Aber was die zusammenspielen, manchmal richtig geil, manchmal Mist. Ich weiß nicht. Heute ist Montag, morgen ist wieder Champions League. So. Leute, ich kündige es schon mal an. Wir machen jetzt noch die 2 Rennen und danach mache ich den Stream aus, ne? Liegt nicht an euch oder so. Ich finde es auch gerade cool. Wir sind immer noch 10 Leute. Das ist richtig geil gerade. Die Leute schreiben und so. Aber ihr könnt ja, wenn ihr wollt, danach irgendwie im Discord oder sowas euch treffen und ein bisschen weiterschreiben. Aber meine Kopfschmerzen lassen es gerade nicht zu. Ich muss nach den 2 Rennen leider aufhören. Ich würde gerne noch weitermachen. Aber ist sehr anstrengend gerade für mich. Ich mache es halt gern für euch gerade. Aber ich muss ein bisschen auf mich achten. Das versteht ihr bestimmt. So, dann gucken wir mal. Ilfe ganz vorne. Jetzt gehört es an diese Waschmaschine. Bayern Beste. Nicht. Weil, wenn jemand sagt, dass er Bayern-Fan ist, hast du immer automatisch erstmal das Gefühl, dass er Erfolgsfan ist. So dieser bittere Beigeschmack, ne? Selbst wenn du von da kommst und du das schon immer bist oder so, hat man das Gefühl, entweder kommt es von den Eltern und die haben selber gar keinen Einfluss darauf gehabt, welchen Verein sie eigentlich mögen, oder es kommt einfach nur, weil sie... Ich hatte sogar mal jemanden kennengelernt, aber das ist so ein Klischee, ne? Ich meine, gibt es in jedem Verein solche Leute, oder solche dummen Leute, die sowas äußern. Aber wenn die halt so sagen, ja, ich mag die, weil die gewinnen immer. Der Spruch vom Erfolgsfan, aber das ist halt immer dieser böse Ruf, der so ein bisschen mitschwingt beim Bayern, ne? Stimmt, ist okay. Wir können dann über Discord in der Chillout telefonieren. Genau, geht danach einfach bei mir in Discord. Den Link habe ich ja schon mal reingeschickt. Ich kann es auch gerne nochmal machen. Ich müsste es noch an der Wiedervorlage haben. Hier nochmal der Discord-Channel. Da könnt ihr einfach draufklicken, könnt ihr in meinen Discord gehen, bisschen quatschen. Da reden wir viel über Gravitrax-Sachen. Da könnt ihr auch bei Hashtag Werbung eure Videos reinknallen. Wenn ihr irgendwas Neues hochgeladen habt für YouTube, braucht ihr euch da nicht schämen. Könnt ihr einfach direkt unter Hashtag Werbung eure Videos bewerben.
Dann sehen das die anderen, dann finden sie die und können die anklicken. Deswegen da wirklich keine Hemmung, nur nicht spammen, das ist uncool, aber so Video einfach mal reinmachen. Ich schaue fast nie Fußball, ich liebe halt Fußball, ne? Ich bin schlecht darin, aber ich schaue es gerne an. Ja, wenn ihr mich fragt, warum ich auf YouTube streame, ich meine, wenn ich jetzt hier mal so gucke, ist es halt schon Beweis genug, ne? Wie viele Zuschauer, das ist so geil, ihr seid da so heftig. Das macht schon Laune. Klar, wir haben jetzt heute kein Gravitrax-Thema, hat trotzdem irgendwas mit Murmeln zu tun. Guck mal, beim nächsten Mal, ich würde gerne wieder eine Live-Bahn bauen mit euch. Ich habe hinten die Bahn für die zweite K.O.-Phase für mein Turnier stehen, das muss ich erstmal aufnehmen, die 4 Rennen. Und danach würde ich gerne wieder eine Bahn bauen, gerne auch zusammen mit euch im Stream. Muss ich mal gucken, ob ich das bis morgen, übermorgen hinkriege. Ich spiele voll gerne Fußball. Ja, ich bin immer schlecht gewesen darin. Mal richtig gesagt. Chris Stone wird hier vermutlich Dritter. Ui, oh, lucky as fuck, ey, wirklich. Oh, darf man nicht sagen. Lucky as nicht F-U-C-K. Lenny Penny holt sich den 3. Platz, weil einfach so viele Leute rausgeflogen sind. Einfach easy Dritter. Und Chris Stone kann sich noch den 4. holen. Wird er auch. Es kann eigentlich nichts mehr schief gehen. War 6 Jahre im Verein, oha. Ich höre bei jedem Zeug, egal bei was das stimmt. Du bist immer dabei. Wenn du es mitbekommst. So, letztes Rennen für heute, Leute. Genießt es nochmal. Drink it in. Bin voll gut im Tor. Ich war mal Verteidiger, wenn ich was gemacht habe. War ich auch Verteidiger, weil ich groß bin. Kopfball ganz gut konnte. Ich kriege jetzt mal 1000 Monetarisierungsschriften nachher, weil wegen der ganzen Musik, die gerade hier im Livestream läuft. Ist bei Twitch ein bisschen einfacher. Oh, die Map hat man heute noch gar nicht. Ich bin sogar gerade Erster. Das wäre mal ein cooler Abschluss heute, oder? Wenn euer Gastgeber hier gewinnen würde. Aber Gravibahn ist Erster. Und Iffe und Quistone prallen hier gegeneinander, was aber nicht schlecht war, weil dadurch haben sich beide gegenseitig geholfen und springen nicht mehr so stark. Sind jetzt knapp hinter den beiden Vorderen. Oh. Sieht gar nicht so schlecht aus. Quistone und Iffe jetzt sogar vorne, ey. Richtig gut. Und dann geht's wieder in diese Wolke rein. So, und jetzt hier sauber durchgehen. Ja. Oh, Chris. Nice. Gut gemacht. Hier nicht rausfliegen. Oh, Gravitrax Player. Ne, schafft er noch. Stark. Oh, wow, krass. Oh, und der Ilfe macht einen Abflug. Wird rausgeschleudert. Wie groß bist du? Ich bin 1,85. Ich spiele schon seit 8 Jahren Handball im Verein. Handball macht auch richtig Laune. Oder was auch mir immer Spaß macht, war Volleyball. Also mit Hallenboden, nicht mit dem Sandboden. Hat mir Volleyball immer Spaß gemacht. Ich habe jede Position gespielt. 1 Jahr Tor, 2 Verteidiger, 2 Jahre Mittelfeld, 1 Jahr Sturm. Lulule, hi moin. Schade, dass du gerade kommst, weil ich wollte gerade ausmachen. Ein bisschen spät, aber macht ja nichts. Kann man sich auch im Nachhinein noch angucken. Wir gehen gleich alle auf Discord rüber, quatschen noch ein bisschen. Ich werde mich auch kurz bei Discord mit einschalten, wenn ihr da Bock drauf habt, gell? Also, jetzt nach dem Stream alle in Discord rüberkommen, können wir noch ein bisschen quatschen über Gravitrax und die Welt, wenn ihr da Bock drauf habt. Und dann werde ich mich nachher irgendwann ausklinken. Ich werde mir jetzt erstmal ein Aspirin holen, dann komme ich in Discord rein. So, Trax Trail und Gravibahn. Die warten wir noch. Boah, ich bin fast so groß wie du, ja. Ich wachse ja auch nicht mehr. Puh. So, Trax Trail holt sich hier den 4. Platz, weil einfach so viele rausfliegen bei dieser Map immer. Und Gravibahn verabschiedet sich auch. Nice. Lukas Horn, moinsen. Ihr kommt leider gerade genau jetzt, wo ich den Stream ausmachen wollte, nach fast 2 Stunden. Macht aber nichts. Wenn ihr Bock habt, wir treffen uns jetzt in Discord drüben.
ich werde auch wieder die nächsten 3 Tage mit Sicherheit nochmal einen Stream anschmeißen, ja. Deswegen guckt einfach ein bisschen rein. Ihr könnt ja auch, wenn ihr die Glocke aktiviert, seht ihr auch, wenn ich einen Livestream anmache. Daran könnt ihr es dann immer sehen. Also, wir gehen jetzt rüber in Discord und dann quatschen wir dann noch ein bisschen über Gravitrax. Wenn ihr da Bock drauf habt, hier ist der Link für meinen Discord. Und dann streamen wir so die nächsten Tage wieder, ja. Und wenn ihr irgendwie Angst habt, dass ihr was verpasst, dann könnt ihr euch einfach durchklicken. Ich lade es nämlich direkt auf YouTube hoch. Ne? So, Quisto und Dritter, Tomate Zweiter und Gravitrax Studio hat hier das letzte Rennen gewonnen. Ich habe im Ruderclub, Alter, solche Oberarme, ne? Aber, nee, hat doch Laune gemacht. Schön, dass ihr da wart. Ich mache hier mal die Musik aus, dann ist es ein bisschen ruhiger. So, danke, dass ihr da wart. Und dann treffen wir uns jetzt drüben im Discord. Und dann machen wir, mal gucken, so die nächsten 2-3 Tagen schmeiße ich noch mal einen Stream an, gell? Deswegen danke, dass ihr da wart. Macht's gut. Bis gleich in Discord, gell? Macht's gut. Ciao.